Ja, ich will Sex mit dir. Ja, ich will Zeit mit dir verbringen, aber ich will keine Beziehung. Genau, deswegen, das ist das klassische Ja. Ja, aber. Und jetzt sind wir Sex wieder in der ja, Gespräche ja, Kuscheln ja, alles ja. Aber ich will keine feste Beziehung. Genau. Das ist Jein. Also für mich ist es wie in einer Vertragsverhandlung. Die Person, die besser weiß, was sie will, hat in der Regel die besseren Karten. Micha, du hast immer so ein Ding, das fällt mir immer wieder bei dir auf, das ist einfach sehr verkopft. Das sagst du jetzt, das finde ich so witzig. Das sind so theoretische... Ich sehe es genau umgekehrt. Ich finde, du bist verkopft. So Typen wie du sind, ich muss das mal so sagen, ich meine das jetzt noch nicht mal böse, ich meine das einfach so sachlich beschreibend, so brandgefährlich. Mindseed mit Leon Heimann. Stefanie Stahl gehört zu den bekanntesten Psychologinnen im deutschsprachigen Raum, wenn es um Beziehungen, Bindungsmuster und das berühmte innere Kind geht. Mischa Janek kommt aus einer ganz anderen Welt. Fitnessunternehmer, YouTuber und jemand, der öffentlich darüber spricht, wie schwer ihm echte Bindung lange gefallen ist. Und genau hier wird es spannend. Während Stefanie erklärt, warum viele Menschen zwischen Nähe und Distanz hin und her pendeln, stellt Mischa eine provokante Frage. Haben manche Menschen wirklich Bindungsangst oder wollen sie sich einfach nicht festlegen? In diesem Gespräch treffen zwei Perspektiven aufeinander. Psychologische Erfahrung und gelebte Erfahrung. Es geht um Dating-Dynamiken, Verantwortung in Beziehungen und darum, warum Nähe für viele gleichzeitig Sehnsucht und Bedrohung ist. Ich wollte dieses Gespräch führen, weil genau diese Spannung so viele Menschen betrifft. Warum verlieben wir uns in die falschen Menschen? Warum fühlen sich manche Beziehungen wie ein ständiges Hin und Her an? Und welche Rolle spielen unsere Kindheit und unsere inneren Glaubenssätze dabei? In dieser Folge bekommst du neue Perspektiven auf Bindungsangst, Beziehungsmuster und das innere Kind und vielleicht erkennst du auch ein Stück deiner eigenen Beziehungsgeschichte wieder. Wenn dich Gespräche über Psychologie, Beziehungen und persönliche Entwicklung interessieren, dann abonniere den Kanal gerne kostenlos auf YouTube oder Spotify. Damit unterstützt du den Podcast und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und spannende Erkenntnisse bei dieser Folge im Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Steffi, Mischa, wir werden heute über Bindungsangst sprechen. Deshalb würde ich gerne am Anfang für die Menschen, die jetzt unsere Podcast-Folgen mit Steffi noch nicht gehört haben, die Begrifflichkeit noch mal einmal kurz und knackig erklären. Steffi, kannst du das bitte noch mal kurz zusammenfassen? Was ist Bindungsangst? Das ist die Angst, sich wirklich fest auf eine Beziehung einzulassen, und zwar langfristig, nicht die ersten paar Wochen in der ersten Verliebtheit, sondern wirklich längerfristig, auch in der Nähe zu bleiben, Verantwortung zu übernehmen. Und sie speist sich im tiefsten Inneren aus der Quelle der Verlustangst, also der Angst, dass der andere nicht bei einem bleibt, und dann behalte ich lieber die Kontrolle und bin selber derjenige, der immer genügend Sicherheitsabstand bewahrt oder dann auch wieder ausbricht aus der Beziehung. Und viele Menschen fühlen die Verlustangst gar nicht so im Vordergrund, sondern eher ein Gefühl des Eingeengtseins, dass sie irgendwie nicht genügend Freiheit haben, dass sie so viele Erwartungen erfüllen müssen. Und das hat den lebensgeschichtlichen Hintergrund, dass sie sich als Kinder in irgendeiner Form zu viel anpassen mussten an die Erwartungen der Eltern und deswegen innerlich so abgespeichert haben, Liebe heißt, dass ich mich verbiegen muss, oder wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich deine Erwartungen erfüllen. Das heißt, entweder fühlen sich in einer Verbindung oder in einer Beziehung oder frei. Aber Freiheit und Beziehung geht in ihrem Fühlen und Denken nicht so richtig unter einen Hut. Und daraus entstehen dann verschiedene Beziehungsmanöver. Am Anfang sind sie oft noch sehr verliebt, sehr leidenschaftlich, aber recht bald beginnt dann so ein Zickzackkurs zwischen Nähe und Distanz. Ich bin mal da, ich bin mal nicht da. Der Bindungsängstliche ist eigentlich auch immer der Alleinherrscher über Nähe und Distanz. Das heißt, er oder sie bestimmen, wann der andere nahe sein darf und wann nicht. Und dadurch entstehen halt in der Regel immer sehr unheilvolle Dynamiken, dass der eine immer so ein bisschen auf der Flucht ist und der andere hinterher rennt. Und je mehr der andere hinterher rennt, fühlt der Bindungsängstliche sich wieder getriggert, dass Beziehungen einengend sind. Wenn ihr das nochmal mehr im Detail hören wollt, könnt ihr gerne nochmal in die Shownotes schauen. Da findet ihr die Podcast-Folge von Mischa und Steffi, als auch von mir und Steffi. Und da gehen wir nochmal genauer auf das Thema ein. Mischa, in deinem neuen Buch schreibst du auf Seite 336, dass du nicht weißt, ob du Bindungsangst hast
Und dass du das Label nicht als konstruktiv erachtest. Was genau meinst du damit, dass du das Label nicht als konstruktiv erachtest? Also in erster Linie ist es halt ein Label. Das fängt schon mal hier an. Es macht so ein bisschen so, es gibt so eine pathologisierende Note rein. Ich kann auch jetzt gerade, wenn ich zuhöre, zum Beispiel jetzt wieder in der Beschreibung, was Steffi sagt, wieder viel mehr spüren, oh, das trifft gar nicht mal so auf mich zu. So, also die Beschreibung. Aber das Wort an sich, da ist für mich einfach jetzt nicht so wirklich klar. Ich finde Was genau trifft nicht auf dich zu? also diese Dynamiken, wie sie beschreibt, dass ich das eben zum Beispiel merke, nee, das bin ich gar nicht so. Natürlich, ich habe einen Freiheitsdrang, den spüre ich. Aber so dieses, dass ich jetzt irgendwie Angst habe, mich zu committen oder dass ich so ein Katz-und-Maus-Spiel spiele, dass ich mich schnell verliebe, habe ich zum Beispiel auch nie gehabt. Bei mir geht es immer sehr, sehr lange, bis ich langsam aber sicher aufmache. Deswegen habe ich auch im Buch geschrieben, als ich dann mit einem anderen Traumatherapeuten darüber geredet habe, dass er dann gesagt hat, Mischa, du bist auf jeden Fall vermeidend. Und vermeidend, das konnte ich dann irgendwie besser greifen, weil ich gemerkt habe, ja, stimmt, manchmal vermeide ich gewisse unangenehme Situationen, unangenehme Gespräche. Ich spreche Sachen nicht so aus, wie ich sie wirklich fühle, um sicher zu bleiben, also um sozusagen mich selbst sicher zu fühlen, weil ich Angst habe, dass das, was ich sage, eventuell bei der anderen Person negativ aufstoßen könnte, dass sie dann mich vielleicht verurteilen würde oder wütend wird. So, das habe ich dann gemerkt. So, das trifft eher auf mich zu. Und das fand ich auch konstruktiver, weil ich damit dann auch besser arbeiten konnte mit der Idee. Ja. Also nur um das nochmal richtig zu verstehen, was genau fandest du dann, also konstruktiv heißt ja für dich, ich kann mit diesem Begriff was anfangen und ich kann dann damit arbeiten. Und du hattest das Gefühl, du kannst mit dem Begriff Bindungsangst nicht arbeiten. Warum nicht? Weil die Idee, dass jetzt jemand Angst oder nicht Angst vor einer Bindung hat, das sind für mich so, es geht für mich sehr stark in diese analytische Ebene, also in das Psychoanalytische rein, wo ich mir dann wirklich auch Fragen stelle, eben zum Beispiel auch jetzt noch, so habe ich jetzt eine Bindungsangst oder nicht? So, weil ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, also ich für mich würde jetzt sagen, nein, Steffi würde jetzt vielleicht sagen, ja. Und Angst ist einfach so, ich würde sagen, wir alle Menschen haben irgendwo Angst in uns, die wir spüren. Und was ich zum Beispiel auch in einem anderen Podcast gesagt habe, ich war trotzdem sehr froh, dass Steffi das mal so ausgesprochen hat bei mir, weil ich arbeite in meinen Coachings selbst auch mit der Angst und gehe immer auf die Angst zu. Also das ist das, was ich mit meinen Kunden mache und auch selbst so mein Leben bisher bestritten habe, dass ich immer sage, hey, wenn irgendwo eine Angst ist, dann will ich schauen, was ist da für mich, da ist Potenzial. Und ich habe dann durch dieses Label dann auch schnell mal so gemerkt, okay, da ist irgendwo eine Angst gewesen und zwar habe ich all diese Beziehungen, wenn man so will, diese Situationships mal so analysiert und ich so, okay, keine dieser Frauen machte mir Angst. Ich hatte nie irgendwie das Gefühl, es gab auch bei mir nie ein Jein. Oder es gibt zum Beispiel das Buch, hieß ja Jein von Steffi. Und für mich war es immer ganz klar Nein. Also es gab nie ein Jein. Das ist auch zum Beispiel etwas, wo ich dann gemerkt habe, nee, es ist nicht diese Bindungsangst. Aber dann gab es eben eine Frau, die ich damals ja kennengelernt habe, das ist ja die Story des Buchs, als ich noch verlobt war. Und diese Frau, die habe ich mir nie erlaubt, wirklich als potenzielle Partnerin zu sehen, weil sie so viele Red Flags hatte, so viele Sachen, die ich mit dieser Frau erlebt habe, die nicht okay sind, die man in der Gesellschaft so als schlecht, falsch verurteilen würde. Und da hat es bei mir dann Klick gemacht. Also da habe ich mich dann gefragt nach dem Gespräch, okay, vielleicht habe ich keine Bindungsangst, aber wenn ich eine Angst hätte, dann wäre es die Angst, diese Frau mal wirklich als Partnerin zu sehen, weil ich sie noch so stark verurteile für Sachen, die ich in mir selbst trage. Und das heißt, die Angst war eigentlich dann so bei mir, mal genauer bei mir hinzuschauen und zu sehen, dass ich viele Sachen noch in mir verurteilt habe. So. Und das war Ich würde dazu heilend. gerne vielleicht dem Verständnis halber ergänzen, sehr viele Bindungsängstliche spüren keine Angst, sondern einfach nur diffuse Druckgefühle und genau dieses Vermeidende, das ist irgendwie so. Und auch was du sagst, es ist zwar nicht selten, dass bindungsängstliche Beziehungen leidenschaftlich beginnen, aber sie können auch genauso beginnen, wie du sagst, also eher zäh und irgendwie man kommt nicht, es dauert lange und geht auch irgendwie nie richtig los, dann kommt mal wieder ein Signal und dann wieder ein Rückzug. Also viele Bindungsängstliche spüren keine Angst, sondern Druck,
Einengung, aber immer erst, wenn irgendjemand am Start ist. Wenn keiner da ist, wenn sie gerade wirklich Single sind, ist da oft auch eine Sehnsucht nach Bindung und eine Sehnsucht danach, anzukommen in einer Beziehung. Wir machen eine ganz kurze Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, falls ihr das Video auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und falls ihr das Ganze über Spotify oder Apple Podcasts anhört oder anschaut, uns einmal eine Bewertung für den Kanal zu hinterlassen. Damit unterstützt ihr uns und wir können weiterhin sicherstellen, die besten Leute hier in den Podcast zu holen und unsere ganze Energie hier reinzustecken. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Ich habe jetzt trotzdem nicht ganz verstanden, Misha, was du daran nicht konstruktiv findest, weil aus meiner Sicht ist es konstruktiv aus dem Grund, klar, wir wollen nicht durch die Welt laufen und Leute labeln, ja? Aber wir brauchen ja Begriffe, mit denen wir Verhaltensweisen beschreiben können. Das heißt, Bindungsangst heißt ja nicht, dass wir durch die Welt laufen und sagen, du bist bindungsängstig und du nicht und deswegen bist du mehr wert und du weniger wert, sondern das ist ja, aus meiner Sicht ist die Funktion, das ist ja etwas, wenn man Bindungsangst hat, man fühlt sich damit nicht wohl in der Regel. Ich kenne das ja selber. Also ich bezeichne mich auch als bindungsängstig, war ich, und ich habe viel daran gearbeitet. Ich habe es, denke ich, immer noch ein wenig. Und es ist einfach ein Gefühl, dass es ist einfach nicht schön, das zu haben. Es kommt aus der Vergangenheit. So. Dass ich das habe, ist völlig okay. Also ich fühle mich damit jetzt nicht minderwertig. Aber mir hat das geholfen zum Beispiel, ne, Steffi, ich habe ja auch schon vorher deine Bücher gelesen und wir waren ja auch in der Podcast-Folge zusammen, das einzuordnen, weil ich dann besser damit arbeiten kann. Mir wurde dann klar, aha, jetzt verstehe ich, warum ich mich so fühle. Jetzt kann ich damit arbeiten. Steffi sagt dann zum Beispiel, okay, ich kann jetzt mit meinem inneren Kind arbeiten. Und all diese Dinge lassen Bindungsangst für mich sehr konstruktiv erscheinen. Deswegen verstehe ich nicht. Du kannst ja sagen, dass es nicht auf dich zutrifft, Misha, aber warum findest du, also wieso findest du, dass man damit nicht arbeiten kann? Das habe ich nicht verstanden. Ich sage nicht, dass man damit nicht arbeiten kann per se, weil offensichtlich konntest du ja damit arbeiten und das ist ja auch schön. Es ist für mich nur, wenn ich es jetzt vergleiche mit den Bindungstypen, die ja wirklich auch ziemlich gut wissenschaftlich überprüfbar sind, dass es das gibt. Also da gab es ja genügend Evidenz und zum Beispiel das Label Bindungsangst, das ist nicht ganz so Also zur etabliert. Klassifizierung, da muss ich jetzt wirklich einschreiten, weil Bindungsangst ist der Überbegriff und natürlich gehe ich auch in allen meinen Büchern dann auf diese Bindungstypen ein. Das ist ja part of the concept. Also dass es da die vermeidenden Typen gibt, die anklammernden Typen und so weiter, die verschiedenen Bindungsstile, das ist natürlich völlig mit in diesem Konzept inkludiert. Ja. Genau, und das meine ich ja. Dieses Label, dieses übergeordnete Label schafft in meinen Augen eher so eine Art, also es ist eine sehr einfache Art und Weise, jetzt zum Beispiel wie Narzisst oder das ist doch, keine Ahnung, ein Psychopath. Es ist sehr einfach dann, seine eigene Erfahrung zu legitimieren und zu sagen, ja, das war jetzt jemand, der hat einfach Bindungsangst, oder? Und wenn ich jetzt aber mal wirklich gucke, was ist da passiert, dann ist es immer eine intelligente Antwort, die da passiert. Und eben, wenn ich jetzt zum Beispiel an Vermeidung denke, dann spüre ich, ja, Vermeidung, das ist eine intelligente Antwort, die ich in mir feststellen kann. Das ist ein Phänomen, das ich in mir spüre. Oder sogar das Ängstliche, ich habe das auch schon gespürt. Ich war zum Beispiel, als meine Freundin damals mit mir Schluss machen wollte, als ich ihr das erste Mal gesagt habe, dass ich sie betrogen habe, da ist auch genau das Gegenteil wieder passiert. Also da sehe ich mich dann wieder in einem lebendigen Prozess, wo ich ängstlich sein kann, vermeidend sein kann, manchmal nicht mal weiß, wer ich bin. Also das ist dann für mich Lebendigkeit. Und Bindungsangst, das ist für mich einfach so wie eine einfache Art und Weise, das jetzt irgendwie abzulegen. Und eben, ich kenne zum Beispiel viele Männer, die hatten mir immer wieder gesagt, hey, schau mal, die Frau, die will mit mir eine Beziehung und ich weiß ganz genau, ich will keine Beziehung mit ihr. Aber sie will das irgendwie nicht verstehen. Und ich sehe dann natürlich, wie die Frauen dann sagen, ja gut, der hat halt eine Bindungsangst und wir Männer unter uns denken einfach so, nee, wir haben keine Bindungsangst, wir wollten einfach nicht mit dieser Frau zusammen sein und das ist auch eine Message, die ich in meinem Buch versuche, den Frauen auch so ein bisschen näher zu bringen. Nur weil ein Mann dich wertschätzt, heißt es nicht, dass er dich auch wählt. Und ich glaube, das ist etwas, da müssen wir auch wieder bei uns schauen als Mann, wie viel Selbstverantwortung will man einer Frau da auch wieder sozusagen geben und sagen so, ja, du bist verantwortlich für deine Gefühle, ich bin verantwortlich für meine. Aber besonders, wenn es im Dating so ein bisschen auch darum geht, zu gucken, eben, wer will jetzt mehr vom anderen? Und da finde ich, da wird viel wieder drauf projiziert. Also für mich hat Bindungsangst manchmal auch so ein bisschen so dieses Gefühl, dass es einfach eher eine Tür schließt,
statt eine Tür öffnet, hinter der man dann wieder viel mehr sieht. Das heißt, Leute lesen dann vielleicht Steffis Buch nicht und beschäftigen sich tiefer mit der Dynamik, sondern nehmen einfach das Label, ja, das ist jetzt Bindungsangst. Und das ist ja auch das, was wir gesehen haben in den Kommentaren. Das fand ich ja so interessant, als ich mit Steffi geredet habe. Das wussten wir ja beide nicht, was da, also ich weiß nicht, wie du es mitgekriegt hast, aber unter dem Video, es gab mindestens 500 Kommentare von Frauen, die eben genau das gesagt haben. Ja, ich kenne das auch, ich habe auch schon so einen Bindungsängstler gedatet. Und da sehe ich dann wieder diese Empörungsrhetorik, die da wieder Feuer fängt, dass man dann wieder mit diesem Label sagen kann, ja, das war halt so ein Bindungsängstler. Und ganz viele Männer haben mir geschrieben, privat, nicht unter dem Video, haben gesagt, hey Mischa, ich schwör's dir, ich kenne deine Situation so gut. So, ich liebe meine Frau, ich möchte für den Rest meines Lebens mit dir zusammen sein. Ich habe keine Bindungsangst. Aber die Idee, dass ich nur noch mit einer Frau für den Rest meines Lebens Sex haben soll, das macht mir Sorgen. Ich weiß nicht, ob ich das versprechen kann. So ganz ehrlich unter Männern, so dieses Männergespräch, wo ich mich immer frage, warum dürfen Männer nur unter sich solche Gespräche führen? Warum dürfen solche Sachen nicht auch mal in so einem Podcast besprochen werden? Dass eben nur weil wir Männer vielleicht einen anderen evolutionsbiologischen Print gekriegt haben, wie wir uns paaren, dass es nicht immer direkt auch Bindungsangst bedeutet. So, das ist für mich so ein bisschen so der Grund, warum ich gemerkt habe, dass das Label mich eher verwehrt hat und andere Männer auch, weil es eben ganz klar einfach so wie so ein Stempel ist. Ja. Du hast gerade angesprochen, dass du hast viele Sachen angesprochen und du hast unter anderem angesprochen, dass es ja vielleicht nicht unbedingt eine Bindungsangst ist, sondern dass vielleicht einige Männer einfach mit mehreren Frauen ihr Leben führen wollen und vielleicht mehrere Partnerinnen wollen, das ist so angedeutet. Also Thema Polyamorie nenne ich es jetzt einfach mal. Freie Liebe gibt es auch mehrere Begriffe für. Steffi, ich habe mich gefragt, aus deiner Erfahrung, wie viele Menschen leben wirklich bewusst Polyamorie und wie viele davon sind eventuell bindungsängstlich? Also denkst du, dass das viele Menschen wirklich aus einer inneren Überzeugung führen? Oder denkst du, dass da einfach sehr viel Angst im Spiel ist und dass das sozusagen ihre Bindungsangst rechtfertigt? So, verstehst du, was ich meine? Ja, das ist ja jetzt ein bisschen neues Phänomen in unserer Gesellschaft. Und deswegen, das ist jetzt nicht eines der aller erforschtesten Konzepte. Wenn ich jetzt mal auf erforschtere Konzepte zurückgehe, ist ja die Evolution. So, und die hat ja sich irgendwie so überlegt, ist ganz gut, wenn man sich verliebt, damit man sagt, du sollst jetzt der Vater meiner Kinder werden. Und wenn diese Verliebtheit auch irgendwann mal weggeht, weil die kleinen Babys sonst irgendwie verhungern würden, wenn immer nur dieses berauschende Gefühl da wäre, dass das irgendwann Liebe wird. Und dann hat die Evolution auch noch so heimtückische Gefühle eingerichtet wie Eifersucht. Na? Gibt ja auch einen Grund, warum wir diese blöde Eifersucht haben müssen, die ja ein furchtbares Gefühl ist. Jeder, der schon mal eifersüchtig war, weiß, es ist verzehrend, das will kein Mensch sein. Aber die hat ja offensichtlich irgendwie den Grund, bleib bei mir und alle anderen gehen weg, bitte. Zack, zack, weg mit euch. Den will ich für mich alleine haben. Ne? Ich glaube nicht, das ist auch der Stand der Forschung. Wir sind mit einem riesigen genetischen, steinzeitlichen Programm ausgerüstet. Und dass es nicht so wirklich in unseren Genen liegt, das toll zu finden, wenn wir einen Menschen lieben, wenn er noch mit anderen rumvögelt. Also man muss da schon einen sehr, sehr hohen intellektuellen, mentalen Überbau haben, um das auszuhalten und tun zu können. Der eigentliche Impuls ist ja eher einer nur für mich und ich will die Prinzessin sein oder ich will der Prinz sein. Das ist ja eigentlich so der tiefere Instinkt, mit dem wir ausgestattet sind. Insofern möchte ich nicht in Abrede stellen, dass es vielleicht sehr weise, sehr extrem reife, nahezu erleuchtete Menschen gibt, die diese Polyamorie leben können, aber doch auch viele, für die das eben doch eine Lebensform ist, um genau das auszuleben, was ihnen so schwer fällt, so Nähe und frei sein, weil das Konzept gibt einem Nähe, aber auch die ganze Freiheit und dass man da irgendwie sich mit arrangieren kann, aber oft kippt es ja auch, dass der eine dann doch ein bisschen mehr will oder doch ein bisschen verliebter ist. Das ist immer so, auch bei Situationships ist es oft das Problem, dass einer oft irgendwann kippt und sagt, nee, eigentlich hätte ich es ja doch gerne verbindlicher. Ne? Ich würde jetzt gerne mal auf die Perspektive der Frau eingehen. Was macht das mit einer Frau, wenn sie ständig Bindungsängstern begegnet?
Ja, er will ja das Wort nicht hören, obwohl natürlich also Mischa ist auch viel theoretisch unterwegs, das merke ich immer so, also hat so Konzepte und sein Konzept ist eben, er ist eben eher vermeidend, was ja im Grunde im selben Grün ist. Wenn Frauen immer wieder Männer daten oder mit denen irgendwas anfangen über längere Zeit, die sich nicht richtig einlassen, ist das natürlich hochgradig verunsichernd, wobei es eben auch bindungsängstliche Frauen gibt und davon auch nicht so wenig. Aber auf der aktiven Seite, also dieses aktive Fluchtverhalten, dieses aktive ich lasse mich nicht wirklich ein und ich mache das auch mit Ansage, ich sage dir schon von vornherein, mit uns beiden wird das nichts, das ist ja immer so eine Verlagerung der Verantwortung, das ist ja das Problem dabei. Ist auch ein Problem, was ich heute bei den Situationships sehe. Ja, also wir machen alles unverbindlich, dann kann sich aber auch keiner beschweren. Das ist sehr unangenehme Grundlage oft für mindestens eine der Beteiligten. Wenn ich das mit Ansage mache, dann liegt ja die Verantwortung bei der Frau. In dem Fall. Ich bleibe jetzt mal bei Frau Mann, weil ja der Mischa jetzt ein Mann ist und wir eben auch über seine Perspektive reden. Dann bin ich ja für mein Verhalten eigentlich nicht verantwortlich. Und wenn ich mich als Frau dann darauf einlasse, dann bin ich ja in Anführungsstrichen selber schuld. So, und dann darf ich ja auch keine Ansprüche stellen. Wenn ich mich jetzt aber doch verliebe oder emotional einfach mehr dabei bin, ja, weil ich meine, der Mischa ist ja auch ein toller Typ, warum soll man sich denn da nicht verlieben, ja? Dann ist er vielleicht noch gut im Bett, hat ein gutes Nachtprogramm, ja, dann können ja schon mal schnell Emotionen einfach reinkommen. Aber ich habe ja gar nicht das Recht, irgendwas zu sagen. Beziehungsweise, wenn ich schlau bin, und jetzt wird es ja noch perfider, weiß ich, dass ich den Typen ja noch mehr vergraul. Also tue ich vielleicht viel cooler, als ich bin. Gerade wenn ich als Frau, und das sind ja viele Frauen wie Männer, die eben mit ihren inneren Unsicherheiten zu tun haben, die gar nicht so ein stabiles Selbstwertgefühl haben, dass ich dann eben weit über meine eigenen Grenzen hinausgehe, weil ich den Typ eben doch toll genug finde und zumindest mal richtig verknallt bin oder so. Oder auch richtig verliebt. Und gerade, und jetzt kommt ja die Dynamik eben auch in solchen Konstellationen, gerade wenn der andere sich nicht wirklich einlässt, gerät das Gegenüber ja oft in den Sog des Kontrollverlusts. Also die Frau in dem Fall hat wenig Kontrolle über Mischa, weil er setzt die Regeln. Das ist ja auch, was ich vorhin sagte. Die Bindungsängstlichen sind meistens Alleinherrscher über Nähe und Distanz. Sie sagen, wie nah der andere einen kommen darf und auch zu welchen Zeitpunkten. Das ist sehr einseitig. Die Machtverhältnisse sind einseitig. Also habe ich in dem Fall als Frau wenig Macht. Es war ja auch noch mit Ansage. Ne? Ich kann ihn ja nicht wirklich in die Verantwortung ziehen, dass er mir falsche Versprechen gemacht hätte. Und dann kann es eben schnell passieren, dass ich mich immer mehr verbiege, meine eigenen Bedürfnisse verleugne, um ihm zu gefallen und ihn vielleicht doch noch irgendwo sicher an die Angel zu bekommen. Das heißt, ich tue nach vorne immer viel cooler, als ich bin, um ihn nicht noch mehr in die Dynamik reinzukriegen, um mich so zu präsentieren, hey, ich bin die ganz easy ist, die ganz locker ist. Aber ich fühle mich gar nicht so. Und bin innerlich vielleicht auch viel verzweifelter, als ich äußerlich zugebe. Das hatte ich neulich noch im Podcast kürzlich in meinem Schall, aber herzlich, habe ich kürzlich noch eine Folge aufgenommen. Da hat mir eine Frau genau das erzählt, dass sie eigentlich noch nie so richtig reinen Tisch gemacht hat, wie sehr sie die Situation mit dem Mann belastet tatsächlich. Der weiß das gar nicht, der denkt, es ist alles in Ordnung, aber sie leidet darunter. Jetzt könnte man ja fragen, okay, warum kommen die Frauen auch da rein? Also ich beobachte so ein Muster, zum Beispiel auch bei meiner Schwester zum Beispiel. Ja? Irgendwie stößt sie total oft auf so bindungsvermeidende, ängstliche Typen. So, und ich nehme jetzt mal an, das fängt ja so schleichend an. Ne? Sonst wird man ja von vornherein sagen, okay, nee, das mache ich nicht mit, weil ich habe die Erfahrung, dass mir das nicht gut tut. Es fängt ja schleichend an und dann entwickelt sich der Prozess so und bekommt so einen Suchtfaktor. So habe ich das jetzt gerade auch bei dir verstanden, ne? Es wird dadurch sehr viel Dopamin ausgeschüttet, weil Dopamin ist vor allem auch das Hormon des Habenwollens. Auch Glückshormon, aber Dopamin hat vor allem die Funktion, sich in Bewegung zu setzen, um irgendwelche Objekte, die in der Ferne liegen, zu ergattern. Und ein Mann, der sich nicht wirklich einlässt, ist genauso ein Objekt. Und da wird sehr viel Dopamin ausgeschüttet und das bewirkt diesen Suchtfaktor,
ich will dich jetzt aber doch haben, ich will dich von mir überzeugen und bewirkt heimtückischerweise aber auch, dass ich mich dann noch umso verliebter fühle. Mischa, wenn du das jetzt so hörst, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du vielleicht so ein Muster fährst oder gefahren bist, dass die Frauen süchtig gemacht hat, quasi nach dir? Unbewusst? Ja, also ich meine, man kann jetzt sagen, der ist schuld oder die ist schuld, aber ich würde sagen, man hat immer gegenseitig die Verantwortung und ich bin ja auch Teil dieser Dynamik gewesen und spüre ja das auch, wenn eine Frau mich geil macht, also wenn sie gut riecht, eine schöne Stimme hat, sie gut aussieht, dann das hat auch lange in mir gedauert, bis ich mal in der Lage war, sowas zu widerstehen. Also wir sprechen jetzt hier über Frauen, aber Frauen verführen ja auch Männer. Und ich kann zum Beispiel sagen, wenn eine Frau vor 5 Jahren versucht hätte, mich zu verführen, mit den richtigen Punkten mir gedrückt hätte, die richtigen Buttons, dann hätte das auch bei mir schief gehen können. Der Unterschied ist halt einfach, dass, und man kann jetzt das wieder auf der Traumaebene deuten und sagen, ja, da gibt es ein Vaterthema, da gibt es ein Mutterthema, aber ich sehe es halt so, für mich jetzt, jede Beziehung fängt irgendwo mit einer Vertragsverhandlung an. Und entweder man ist sich darüber bewusst oder nicht. Und Frauen haben so ein bisschen, also was die Frauen haben, ist so, sie haben den Sex. Und die Männer haben in der Regel das Commitment. So, das ist so ein bisschen so ein. Also ich sag dir, also als Frau muss ich eigentlich smart sein, wann gebe ich ihm den Sex? Weil wenn ich ihm den Sex zu früh gebe, dann gibt er mir das Commitment nicht. Und als Mann, man sagt ja auch, das ist so ein Spruch, den ich immer wieder lese, Männer haben Sex mit den Frauen, die sie kriegen können, wählen sich aber aus, wen sie heiraten. Und Frauen können Sex haben, mit wem sie wollen, heiraten aber den Mann, den sie kriegen können. Und das klingt jetzt ein bisschen polarisierend, aber eigentlich ist es ein bisschen so, dass eine Frau, wenn sie wirklich, was Frauen ja müssen, sie müssen ja opportunistisch sein beim Dating, sie können es ja nicht einfach irgendeinen Typen an sie ranlassen, weil wenn der sie dann schwängert und abhaut, dann haben sie ein Riesenproblem. Das heißt, rein evolutionsbiologisch ist die Frau viel vorsichtiger, welchen Mann sie an sich ranlässt, also hoffentlich. Ja, aber der Leon wollte ja eigentlich auf einen anderen Punkt hinaus. Also er wollte ja eigentlich darauf hinaus, ob du nicht meinst, dass du bei Frauen genau das oft da ausgelöst hast und sie sich vielleicht, das was ich sagte, nach außen hin cool getan haben, Genau. aber tatsächlich öfter über ihre Grenzen gegangen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das sicher auch passiert sein könnte, weil ich auch ich schreibe sogar übrigens in meinem Buch, da gibt es ein Kapitel, das heißt allgemeine Geschlechtsverkehrungen, also so wie allgemeine Geschäftsbedingungen. Da gibt es zum Beispiel eine Frau, also ich erzähle jetzt einfach eine Geschichte, das ist, glaube ich, einfacher als in der Theorie. Das war so eine Russin. In Russland gibt es übrigens die Schule der Weiblichkeit. Das ist eine Schule, die Frauen besuchen können, um einen möglichst hohen Status, Mann von möglichst hohem Status anzuziehen, also all diese Tricks. Und sie hat mir nie gesagt, dass sie das gemacht hat. Aber ich hatte das Gefühl, sie wusste genau, was sie machen muss, um sozusagen dieses Gefühl in mir zu erzeugen. Dieses Gefühl von, schau mal, ich verliebe mich gerade in dich. Und ich habe es aber eher als Strategie bei ihr gesehen, zum Beispiel jetzt, das Beispiel. Und sie war dann wirklich so, es war wirklich krass. Immer wieder habe ich ihr, wie du vorhin gesagt hast, habe ich ihr gesagt, du weißt, dass ich in 2 Monaten weg bin und wir diese Zeit jetzt hier maximal genießen können, aber danach wird nichts passieren. Und sie war so, ja, ich verstehe es. Und dann hatten wir Sex und er war unglaublich gut für uns beide, also auch für mich war es nicht einfach, dann irgendwann der edle Ritter zu sein, der jetzt sagt, ich übernehme jetzt die Verantwortung und habe keins. Und dann musst du sie nämlich auch ghosten, diese Frau. Und das habe ich auch noch nie gemacht. Eine Frau, also wenn ich wirklich Verantwortung übernehmen will, dann müsste ich ja sagen, ich reagiere nicht mehr auf das, was sie mir schreibt. Und das war so witzig, also witzig, es war eigentlich auch traurig, aber irgendwo war es auch witzig. Sie war dann so, ja, ich habe es verstanden, wir haben nur Sex. Und dann hatten wir Sex und dann nach dem Sex, als wir dann wieder zu unseren Sinnen gekommen sind oder zu unserem Verstand, wenn man so will, habe ich dann in ihr immer wieder gemerkt, jetzt will sie wieder wissen, was ist denn jetzt? Und als ich dann wieder so meinen Rahmen definiert habe und gesagt habe, so sieht's aus, war sie dann immer wieder so eingeschnappt. Aber Mischa, verstehe darf ich kurz was sagen? Findest du, die Verantwortungsübernahme findet dann nach dem Sex statt? Weil aus meiner Sicht fängt die schon früher an. Wenn man als Mann, also ich weiß als Mann, die Frau denkt und spürt und fühlt anders als ich, wenn es zu sexueller Interaktion kommt. Das heißt, ich sehe da schon eher bei mir die Verantwortung, weil
es ist einfach so. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn ich mit der Frau schlafe, dass sie hinterher mehr an mir hängt, als ich an ihr. Also so ist das aus meiner Perspektive. Das heißt, für mich fängt die Verantwortung früher an und nicht erst danach. Weil danach zu sagen, okay, jetzt mache ich den Cut, klar, ist auch eine Verantwortung, aber ich finde, aus meiner Perspektive fängt die früher an. Ja, also was ich in der Sex-Positive Szene gelernt habe, ist, dass man wirklich am Anfang nicht einfach nur miteinander schläft direkt, sondern man nennt es ein RBDSM-Script. Das heißt, man spricht über Beziehungen, über das, was man gerade wirklich sucht im Leben und will, was die Grenzen sind. Und die Grenzen können dann zum Beispiel eben auch sein, dass wir keinen penetrativen Sex haben, weil genau dort entsprechend auch oft etwas entsteht. Das heißt, man kann, deswegen kann ich sagen, es gibt ein Leben vor diesem Bewusstsein. Also der erste Teil des Buchs, da war ich so zügellos, der Mann, der einfach nur Sex wollte. Ich weiß, ich hatte auch mit diesen Frauen danach keinen Kontakt mehr. Deswegen könnte ich dir auch heute nicht sagen, ob die jetzt irgendwas vermissen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, damals war ich so stumpf, dass ich nicht glaube, dass die wirklich was in mir gesehen haben. Aber jetzt, die letzten Jahre, da habe ich einfach das Gefühl, dass die Frauen, die ich kenne und mit denen ich auch heute noch in Kontakt bin, inklusive Frauen, die sogar meine Freundin kennen und wir sind alle miteinander connected, ich glaube, es gibt diese Ebene, in der es nicht mehr um Besitz geht, in der es nicht mehr darum geht, ich will ihn jetzt haben und er gehört mir, weil das ist auch ein ganz neues Phänomen in den Menschen. Seit wann gibt es Besitz? Seit wann gibt es das Konzept von Besitz? Micha, du hast immer so ein Ding, das fällt mir immer wieder bei dir auf, das ist einfach sehr verkopft. Mhm. Das sagst du jetzt, das finde ich so witzig. Das sind so theoretische... Ich sehe es genau umgekehrt. Ich finde, du bist verkopft. Nee. Ich finde, ich bin voll in meinen Sinnen drin. Ich bin total im Kontakt mit meinen Gefühlen. Ich bin einfach nur schlau. Auf jeden Fall diese ganzen Definitionen, ja, also ich komme jetzt auch aus einer anderen Generation und ich frage mich jetzt schon allein bei dem Beispiel mit dieser Russin, warum kann es heute nicht viel öfter so sein, obwohl ich kenne auch viele junge Leute, die so ticken, dass man sich einfach mal verliebt und man kommt zusammen. Ja, ich finde das schon so ein verkopftes Ding. Ich habe jetzt 2 Monate Zeit. Ich glaube tatsächlich aber auch, dass dein ganzer Lebensstil ja schon um deine Bindungsangst herumgebaut ist. Ich nehme jetzt das Wort, ob es dir gefällt oder nicht, weil du ja nirgendwo verbindlich sein kannst, wenn du sehr oft unterwegs bist. Also dieses sich nicht festlegen wollen, was ja ein ganz großes Thema bei bindungsängstlichen Menschen ist, das macht ja nicht nur bei Beziehungen halt. Sie landen über die Maßen häufig in der Selbstständigkeit, weil sie sich schwer einfügen können. Sie sind über die Maßen häufig in Berufen, wo man viel unterwegs ist oder wie du. Da mal hier ein paar Monate, mal da ein paar Monate. Ich bin jetzt genau 2 Monate hier. So, dann gehst du 2 Monate lang mit der ins Bett. Die wird ja wahrscheinlich gut ausgesehen haben, die wird nett gewesen sein, die wird nicht doof gewesen sein. Sonst hättest du es ja auch nicht noch mal 2 Monate mit der mitgemacht. So. Warum verliebst du dich nicht einfach und sagst, du bist jetzt die Frau fürs Leben? Das kannst du doch dir nicht auswählen, wenn du dich verliebst. Das ja, geht aber doch nicht. wieso verliebst du dich denn nicht, wenn du so lange mit der... Man verliebt sich doch einfach wir irgendwann fanden mal. uns einfach mega geil. Wir hatten beide unseren Verstand verloren. Also das ist Ja, dann verliebt man sich doch auch. Ich finde das schon so ein bisschen wieder natürlich fast. Normalerweise ist man dann irgendwie auch verliebt. Also du hattest das nie, dass du mal einen Typen so attraktiv fandest, dass dein Hirn sich kurz ausgeschalten hat und dein Körper sich einfach hingegeben hat, dieser Erfahrung? Es war eigentlich fast immer damit verbunden dass ich dachte, dass ich so eine kleine Schockverliebtheit hatte. Ne? So. Aha. So, also schon. Ja. So dich will ich Ich glaube, haben. das sind Frauen, ja. Und da sind wir wieder bei der Verantwortung. Da war immer dann aber auch irgendeine Emotion im Spiel. So, und wenn ich Sex hatte, so ganz ohne Emotionen, dann war das immer, hat sich das sehr schal und leer angefühlt. Es gibt einen tollen Spruch, den will ich noch loswerden. Den habe ich mal gelesen, da musste ich laut auflachen, weil ich den so treffend finde. Männer bereuen im Leben die Chancen, die sie nicht ergriffen haben, und Frauen bereuen die Chancen, die sie ergriffen haben. Und das stimmt. Also ich glaube, viele Frauen denken, wenn sie zurückblicken, also wenn sie jetzt an solche Erfahrungen denken, den hätte ich streichen können, den hätte ich mir schenken können, den hätte ich mir schenken können. Und Frauen eher, Männer eher, die hat mir doch auch schöne Augen gemacht, warum habe ich damals nicht zugegriffen, weißt du, so. Und da sind wir aus meiner Sicht wieder bei der Verantwortung, weil da sieht man es jetzt, das ist ja schön, die Frau verliebt sich einfach schnell und gibt sich dem halt eher hin vielleicht und der Mann, ja, jetzt, wenn man das jetzt mal so pauschal betrachtet, hat halt diese Denke, ja, wieso, ich muss mich, also, oder vielleicht
hat vielleicht auch nicht den Kontakt zu seinen Gefühlen da in dem Moment. Und da sehe ich die Verantwortung, weil Ja, das ist schon sehr abgespalten dann irgendwann auch, ne? Wie meinst du das? Also 2 Monate, 3 Monate mit jemandem ins Bett zu gehen, ohne dass da auch eine emotionale Bindung entsteht, hat auch eine Form Das der sage ich aber gar Abspaltung. nicht. Ich sage nicht, dass es nicht emotional ist. Also das ist ja das Witzige, es ist immer emotional. Ich hatte auch mit dieser Frau, also eben, das Witzige, ich habe ja nicht mal fertig erzählt, sie war dann nach dem Sex, war sie immer so, ja, und was jetzt? Und dann war sie pissed sogar am Schluss. Also sie hat dann so das russische Programm, hat sie dann auch gefahren und hat dann so gesagt, ah, okay, ich glaube, ich habe es jetzt endlich verstanden. Dann ist sie gegangen und dann 2 Tage später schreibt sie mir wieder, oh, jetzt habe ich es wirklich verstanden. Es geht ja einfach nur um den Moment, den wir zusammen genießen. Also ich habe einfach gemerkt, dass sie, wie du eben sagst, nicht mehr selbst die Verantwortung übernehmen kann, weil sie so wie Ja, das ist ja auch hart, gerade wenn du sagst, bei dir waren auch Emotionen im Spiel. Weißt du, dann sind ja Emotionen, dann ist da Ja. toller Sex, der Typ Genau. sieht gut aus. Und dann sagt er dir aber immer wieder, du, aber verliebt bin ich nicht in dich. Und übrigens, guck auf die Uhr, in 2 Monaten bin ich weg. Das ist schon krass. Ich finde, Verlieben kommt beim Mann immer eher nach der Entscheidung. Also ich zum Beispiel kann sagen, ich committe mich und dann kommt so richtig immer mehr das rein. Und das ist das, was ich am Anfang ja schon gesagt habe. Das ist wenn ich einen Tipp den Frauen hier in diesem Podcast geben darf, allen Frauen, die jetzt zuhören, egal ob du 50 bist, egal ob du 30 bist, 20 bist, dann ist es, wenn ein Mann dir seine Wertschätzung gibt und ein Mann dir alles gibt, seine Aufmerksamkeit, alles, das ist nicht das Gleiche, wie dass er dich wählt. Das heißt, solange ein Mann dir nicht ganz klar das Signal gibt, ich wähle dich, ich committe mich für dich, hab keinen Sex mit ihm. Das würde ich zum Beispiel so meiner Tochter sagen. Ein Mann, der dir schöne Augen macht, der dich wertschätzt, der dir alles zahlt, solange er nicht sagt, du bist die eine, don't have sex with him. Die Frage ist, sind wir wirklich Herrscher über unsere eigenen tieferen Instinkte? Man würde jetzt sagen, einige würden jetzt sagen, niedrigere Instinkte. Ich persönlich würde sagen, dass es ganz klare, deswegen würde ich, der Alternativtitel meines Buchs, habe ich vorhin gesagt, wäre, das Tier in dir muss Freiheit finden. Weil ich wirklich das Gefühl habe, wir sind komplett domestiziert heutzutage. Wir sind komplett, also wenn ich zum Beispiel sehe, wie ich esse, ich lecke den Teller aus. So, mir ist egal, ob jemand mich jetzt dafür verurteilt oder nicht. Ich bin komplett, und deswegen fand ich es so witzig, dass sie verkopft sagt, weil als ich dein Buch gelesen habe, und ich habe es wirklich auch in meiner tiefsten Phase gelesen, irgendwann hatte ich das Gefühl, das war für mich zu mental, also diese Selbstwürdigungsstrategien und Aufschreiben. Ich habe dann irgendwann gemerkt, bei mir ist es nicht das Kind, das Heimat finden muss, sondern es ist so das Tier, das endlich sich erlauben darf, sich wieder selbst zu sein. Und dann wurde es auch nicht mehr so, seither fühle ich mich auch nicht mehr so also wie sagt man dem, so kontrolllos. Also jetzt habe ich Kontrolle, weil ich es sein lassen darf. Also das wie der Freud sagen würde, das It, das Es, regiert mich jetzt nicht mehr, weil ich es endlich befreit habe und mein Ego und mein Super-Ego, also da ist jetzt wie so eine Harmonie drin. Und ich glaube, für viele Frauen ist es sehr schwer, sich zu kontrollieren oder einem Mann zu widerstehen, weil sie eben das Gefühl haben, oh, ich darf ja das nicht oder das ist nicht gut oder gesellschaftlich. Aber wenn wir einfach mal ein paar Mal diese Erfahrungen machen und uns einfach mal schamlos in so eine Erfahrung reingeben und es voll genießen, auch als Frau, dann können wir sagen, okay, ja, der Typ, ich hätte vielleicht gerne noch ein bisschen Zeit mit ihm verbracht, aber ich habe es trotzdem genossen, es war trotzdem eine geile Erfahrung. Und jetzt weiß ich, dass ich das nicht mehr will. Das heißt, Idealerweise macht man sowas ja innerhalb einer Bindung. Also idealerweise ist ja das, was du jetzt erzählst. ja, aber ideal, was ist schon ideal? Nee, aber das ist ja auch gar nicht, dass es so selten vorkommt, dass man sich verliebt, dass man zusammenkommt und all das dann auslebt, aber in einer Beziehung, die wirklich einen committeden und eben auch einen sicheren Rahmen gibt. Und da denke ich, da hast du dich bisher immer sehr schwer getan. So, dass eben so Sexualität und Emotionen doch irgendwie auch ein bisschen abgespalten sind. Und so Typen wie du sind, ich muss das mal so sagen, und ich meine das jetzt noch nicht mal böse, einfach, ich meine das einfach so sachlich beschreibend, so brandgefährlich. Weil du bist intellektuell, du bist hocheloquent, du kannst toll reden, du kannst auch über Emotionen reden. Dann denken die, boah, ist der reflektiert und. Na, dann hast du noch eine Anziehungskraft. Dann sitzt du dann da auch, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie die Frau sich dann so auch richtig gemeint fühlt in dem Moment. Und das Heimtückische ist, in dem Moment ist sie ja auch gemeint. Das ist dann noch nicht mal vorgespielt. Genau. Also nimmt sie durchaus echte Vibes auf, ne? Und später kann sie sich immer wieder fragen, habe ich mir das alles nur eingebildet? Deswegen ist die Russin ja immer wieder angelaufen gekommen, weil dann war wieder alles da. Dann war wieder die volle Nähe da, das volle Programm im Bett, verliebte Blicke, na alles
Ja. Das volle Programm wird da gewesen sein, um sich dann immer wieder anhören zu müssen, ist aber nicht, in 2 Monaten bin ich weg. Na? Ja. Das ist immer nur für diesen Moment und dann bin ich wieder Ja. weg. Und das ist eigentlich ein genuin BA, ich wage mich das Wort schon nicht mehr auszusprechen, Programm, dieses Nähe-Distanz, Nähe-Distanz, Nähe-Distanz. Und das kann eine wirklich gefährliche Dynamik haben. Also je nachdem, wie lange man da drin ist, es gibt Leute, die machen das jahrelang, das kann einen völlig kaputt machen. Wir haben ja auch gerade über das Thema Verantwortung kurz gesprochen. Ich würde noch mal gerne wissen, wo siehst du die Verantwortung, Steffi? Wer hat die Verantwortung für solche Situationen? Ich denke, erstmal hat jeder Mensch seine Verantwortung für seine Gefühle, für sein inneres Kind und erstmal in sich selber aufzuräumen, dass man wirklich Kontakt hat zu allen Emotionen und da mit sich verbunden ist, ja, und auch in seinem Selbstwertgefühl geheilt. Also ich kenne so und so viele Männer, die, wenn sie dem Micha jetzt zuhören würden, sagen, ach, eigentlich wäre das überhaupt nicht so mein Ding. Ja? Also ich bin schon froh, wenn ich mit einer Frau klarkomme und am liebsten eine, die ich liebe. Und ich habe auch neben Sex noch ein paar andere Interessen, die mein Leben irgendwie ausmachen, die auch gar nicht so sex-driven sind, weil sie sich 1000 Themen haben, für die sie sich interessieren, die jenseits des Unterleibs stattfinden und die dem jetzt auch gar nicht so zustimmen würden, ja. Und also es ist ja nicht so zwangsläufig, dass jeder Mann rumläuft und eigentlich nur auf der Jagd ist und Definitiv nicht. ganz viel Sex haben will. Ja, das sind auch gewisse Prädispositionen. Und da ist es eben wichtig, dass jeder bei sich mit der Verantwortung anfängt. Aber es ist eben sauschwer und ich kenne Millionen solcher Geschichten, also wirklich Millionen. Und ich habe es selber auch schon erlebt, dass wenn ein Mann dir gegenüber sitzt und auch wenn er sagt, bla bla, ja, ich bin erstmal nicht für eine feste Beziehung zu haben, aber alles, was er ausstrahlt, von der Emotion in dem Augenblick, vom Blickkontakt, von dem, wie er dich anfasst, ja, wie er sich um dich bemüht, dir genau das Gegenteil erzählt. Das sind ja hoch ambivalente Botschaften und Ambivalenz hat immer ein toxisches Moment. Also wir wissen ja auch aus psychologischen Studien, dass das geredete Wort, also der reine Satz macht 5% der Information, der Rest 95% ist nonverbal. Und wenn was ganz anderes ausgestrahlt wird, dann sind das so ambivalente Botschaften. Und auf welche Botschaft konzentriert man sich? Natürlich auf die nonverbale, weil das ist ja das, was man fühlt. Die Worte sind so theoretisch, die hört man so. Aber die Vibes, die fühlt man ja. Und dann kommt eine andere Dynamik, dann ist man verliebt, dann macht man sich Hoffnung und denkt, ach, der liebt mich, er weiß es nur noch nicht, er muss es nur noch selber kapieren, dass er mich liebt und so weiter und so fort. Genau dort widersprechen wir uns. Jetzt haben wir den Punkt gefunden. Ich glaube, also alles, was du stimmst in der Dynamik, gebe ich dir recht, aber ich glaube, dass Frauen diese Ambivalenz in sich selbst kreieren. Und deswegen hast du ja dein Buch auch Jein genannt, weil ich konnte mit diesem Jein einfach nicht resonieren, weil es bei mir nie ein Jein war, mit keiner Frau. Ich wusste immer, mit 3 Frauen war ich in einer Beziehung in diesem Buch und bei jeder von dieser Frauen war es für mich so, ja, mit der will ich in einer Beziehung sein, ja. Und es gab kein Jein. Und ich glaube, dass viele Frauen, und jetzt, da glaube ich eben auch nicht, dass es Trauma ist oder Bindungsangst oder was auch immer, ich glaube, es gibt evolutionsbiologische Mechanismen in der Frau, die das so wie kreieren, dass da diese Hoffnung, diese Chance, die muss wie kommen, damit die Frau hypergam, wie sie auch ist, weil sie muss hypergam sein, diese ganze Ambivalenz, die wird in der Frau kreiert und der Mann sagt mit seinen Worten ganz klar Ja oder Nein und für die Frau ist es dann, wie du gesagt hast, das Gefühl, was eben nicht so klar ist. Das heißt, ich glaube eher, und das heißt nicht, dass wir als Männer keine Verantwortung haben. Dein Jein ist ja die Übersetzung von Ja, aber. Ja, aber. Und dein Jein, was du unheimlich viel gelebt hast, ja, ich will Sex mit dir, ja, ich will Zeit mit dir verbringen, aber ich will keine Beziehung. Genau. Klassischer kann Jein nicht sein. Und deswegen, das ist das klassische Jein. Ja, aber. Und jetzt sind wir Sex wieder ja, Gespräche ja, Kuscheln ja, alles ja, aber ich will keine feste Beziehung. Genau. Das ist Jein. Für mich, das ist Jein. Also für mich ist es wie in einer Vertragsverhandlung. Die Person, die besser weiß, was sie will, hat in der Regel die besseren Karten. Wenn die Frau Sex und eine Beziehung will, dann ist es nicht ganz genau. Ich wollte damals nur den Sex und deswegen war es für mich auch eindeutiger. Und jetzt wieder zu deiner Frage zu kommen, Leon. Mittlerweile sehe ich die Verantwortung bei jedem selbst und ich als Mann kann sagen, dass ich die Signale der Frau ganz klar verstehen muss. Also früher
Eben jetzt zum Beispiel bei dieser Russin, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, heute würde ich das nicht mehr machen. So, weil ich einfach weiß, dass diese Frau nicht in der Lage ist, wirklich zu reflektieren. Eben, für mich ist es fast schon Solipsismus, der da anfängt. Dass eine Frau wirklich glaubt, der Mann sendet ihr Signale, dass sie ihn eigentlich will, dass er sie eigentlich will, aber er sendet diese Signale gar nicht. Das ist die Frau, die sich das wirklich einbildet. Das wirst du gesendet haben. Ich schwör's dir. Du nee. wirst sie angelächelt haben, du wirst sie Klar. warm angeguckt. Natürlich, das sind doch alle Signale. Du wirst ihr in die Augen geguckt haben. Aber- Nur verbal hast du gesagt, ich will aber nicht. Auf der ganzen körperlichen Ebene, in deiner Mimik, du hast ja auch gesagt, waren auch Emotionen bei dir dabei. Und das sind ja alles Vibes, die sie einfängt. Und die fängt, und das, dann wird es ja ganz perfide. So nach dem Motto, das hast du dir noch eingebildet. Das ist ja der Stoff, aus dem ja Schizophrenie gemacht ist. Ja, dann bin ich ja nur noch diejenige, die sich das jetzt alles erträumt hat. Ja? Aber das ist doch komplett normal. Also ich finde es auch nicht verwerflich, das so zu sagen, weil als Mann habe ich ja genau das, also Verantwortung jetzt wieder. Also ich muss es jetzt einfach mal kurz erklären, dass wir hier einen fairen Vergleich haben. Es gibt Menschen, denen fällt es extrem schwer, nicht übergewichtig zu werden, weil sie zum Beispiel Leptin viel später ausstoßen als normale Menschen. Das heißt, ich nach 20 Minuten Essen, ich bin satt. Es gibt Menschen, die können nach einer Stunde Essen immer noch nicht satt sein. Dopamin wird bei gewissen Menschen ganz anders ausgestoßen. Das heißt, für gewisse Menschen ist Essen ein Muss, für andere ist es Ekstase. Denen geht einen ab, wenn sie essen. Das heißt, Menschen, denen einen abgeht beim Essen und die nicht satt werden, die werden viel einfacher übergewichtig als Menschen, die diese Hormone nicht haben. Und genau so sehe ich jetzt zum Beispiel auch bei mir. Ich kann jetzt sagen, okay, ich hatte ein 1200er Testosteron natürlich in meinen Mitte 20ern. Ich hätte dafür Verantwortung übernehmen können und einfach der edle Ritter sein können, der jedes Mal, wenn eine Frau mich versucht zu verführen, Nein sagt und sagt, nee, so wie du, so dieses... Du würdest darunter leiden und deswegen mache ich das jetzt nicht. So, weißt du, so ein bisschen so. Ich verstehe dich, Misha. Ja. Und du erklärst es ja auch mal so auf so einer biologischen Ebene, ne? Aber, Ja, also fühle ich es Aber halt. ja, natürlich. Also das das- fühle ich ja auch. Ja. Also, ne? Das ist ja normal. Ja. Aber die Frage ist, muss man immer diesen Trieben nachgehen? Und wir sind ja irgendwo auch mittlerweile in einer Gesellschaft. Mit 35 nicht mehr. Aber mit 25 hatte ich das Bewusstsein noch nicht. Und wer bin ich jetzt, um Menschen zu verurteilen, die noch nicht an dieser Verstehe ich. Sorry, aber dass ich so wir sagen sind halt aus meiner Sicht, unser Handeln hat immer eine Auswirkung. Und das ist egal, ob man 20 ist, 30, 40, 50. Also, und deswegen finde ich, man kann das auch nicht so rein immer, ja klar waren wir früher Tiere und wir haben unsere Triebe und so weiter und so fort. Aber wir sind an diesem Punkt auch in der Menschheit, wenn man das jetzt auch mal so auf die Gesellschaft umpolt, wo wir nicht immer auf diese Triebe zurückgreifen können, finde ich. Die haben wir in uns. Das ist ja Aber das wir Ding. wir müssen lernen, damit umzugehen. Und wir müssen auch verantwortlich damit umgehen. Wenn ich jetzt ein Problem mit dir habe oder so, kann ich dann hier einfach hier angreifen, mitten im Studio. So, weißt du? Und das ist ja auch ein Trieb, kann ich auch sagen, ja, das ist ja in mir, ist ja so ein animalischer Trieb. Ich muss dem jetzt mal hier draufgehen, so, weißt du? Und ich finde, man kann das nicht immer alles so auf die Triebe lenken und sagen, so habe ich mich gefühlt, deswegen habe ich mich dann so gehandelt. Ja, es ist sowieso immer eine sekundäre Rationalisierung. Also du hast ja auch schon Erfahrungen mit mir geteilt. Und da könnte ich ja jetzt auch nicht sagen, ja, das hättest du damals anders machen können. Nein, hättest du nicht, weil du es genauso gemacht hast, wie du es gemacht hast. Und darin steckt für mich die Weisheit, dass wir, und deswegen finde ich es so witzig, dass Steffi von verkopft spricht, alle Erfahrungen, die ich in diesem Buch teile, die ich jetzt hier gerade in diesem Gespräch teile, die habe ich auf sinnlicher Erfahrung gemacht, auf der Wirklichkeit erster Ordnung. Ich habe alles sinnlich erfahren und habe mir danach Gedanken gemacht und kann die jetzt hier... Ich meine mit verkopft. Ja. Ich kenne einige Menschen, die auf dieser sinnlichen Ebene die Erfahrung machen und dann aber einfach nur intellektualisieren. So. Und gerade in Beziehungsdingen sind mir schon so viele, vor allen Dingen Männer begegnet. Ich habe ja auch viele Paargespräche geführt als Psychotherapeutin oder führe sie immer noch in meinem Podcast, wo der Mann über das Wesen der Liebe, der kann auch irgendwie über seine Emotionen zum Teil sprechen. Er kann so eloquent wie du bist, kann er das alles so erklären, noch ein paar biologische Konzepte reinhängen, ne? Also so alles erklären, aber das ganz Einfache, ne? Wirklich im Kontakt mit seinem Gefühl und sagen, hier ist jetzt die Anziehungskraft, in dich bin ich verliebt und mit dir will ich jetzt einfach zusammen sein. Das fällt unheimlich schwer. Das fällt unheimlich schwer. Und kann hier ich ist ja das nicht. zumindest auch ewig lange schwer gefallen.
Heute hast du dich ja, soweit ich weiß, hast du ja heute eine feste Beziehung. Wenn auch speziell, du nennst es Design, ist ja auch völlig in Ordnung, aber ewig ist dir das wirklich schwer gefallen, einfach mal ohne intellektuellen Überbau und Rationalisierung dich einfach mal frisch und frei zu verlieben, zu sagen, du bist die Frau meiner Träume, mit der will ich zusammen sein. Und dann ist man vielleicht ein paar Jahre zusammen und irgendwann ist man vielleicht nicht mehr so verliebt und dann trennt man sich wieder. Aber dieses ganz einfache so Ding, hey, ich will dich. Ne? Ohne Riesenerklärung, ohne auf die Uhr gucken, wann 2 Monate vorbei sind, etc. pp. Das hast du ja aber das jahrelang. mit den 2 Monaten, sorry, das hast du jetzt missverstanden. Das nehme ich jetzt als Beispiel. Also ich mache das nie Ja, warum absichtlich. reist du denn immer weg? Und außerdem in unserer Zeit kann man das Warum ja... reise ich denn immer weg? Ja, Das ist mein ja, Leben. das ist es doch. Steffi, ich habe auch ein Leben. Ja, aber ja, genau. Und dieses Leben, genau das, ich habe auch ein Leben. Und das bringt es auf den Punkt. Ich habe auch ein Leben. Genau das ist es. Was ich am Anfang sagte, Bindungsangst ist entweder ich bin in einer Beziehung oder ich bin frei. Ich möchte- Geht ja. nicht beides unter einen Hut. Doch, das Ich geht möchte noch mal perfekt. kurz auf diesen Punkt zu sprechen kommen, weil ich hatte vor kurzem Björn Süfke, mit dem hast du dich ja auch schon mal unterhalten Ja. im Podcast, und der hat mir nämlich genau das gesagt. Der hat gesagt, viele Männer, und er ertappt sich selbst auch dabei in seiner Beziehung, rationalisieren ihre Gefühle weg. Also die labern sozusagen über ihre Gefühle hinweg und rationalisieren dann die ganze Situation. Kann das nicht auch so eine Art Schutzmechanismus sein? Natürlich ist das ein Schutz. Wie funktioniert das? Also wie funktioniert dieser Mechanismus aus deiner Sicht? Das ist eben etwas, was ich so häufig beobachte, und zwar wirklich auch bei Männern, und ich kenne viele davon, die im Grunde genommen reflektiert sind und die erfolgreich sind und die so irgendwie alles haben, so scheinbar. Und die sind, ich nenne das immer so pseudo-reflektiert. So, die können das alles benennen und auch reden, die können auch sagen, da war ich verletzt oder da hatte ich Angst, das können die alles sagen. Und trotzdem gibt es so einen Kern in ihnen. Und der ist so tief drin und so gut eingemauert und so gut beschützt. Und der heißt, ich genüge nicht. Im tiefsten Inneren so ein Gefühl von, ich genüge nicht. Und um dieses Genüge nicht wird auch oft sehr viel Erfolg gebaut. Ja, werden Lebensmodelle gebaut. Also viele, auch die sehr erfolgreich sind auf ihre Art, bist du ja auch, Micha, ne? Aber da ist dieser Kern. Und das nenne ich immer das Prinz-Eisenherz-Phänomen, weiche Schale, harter Kern. Man sagt ja immer, harte Schale, weicher Kern, aber ich sage weiche Schale, harter Kern. Und das ist eigentlich ein bisschen gefährlicher, weil die scheinbar so reflektiert sind, scheinbar auch weich. Sie können auch über Gefühle reden, sie können auch Situationen schildern, Mensch, da hatte ich voll Angst oder da war ich verletzt. Aber im tiefsten Inneren ist diese Schutzmauergefängnis von ich genüge nicht. Und da wird Nähe, echte Nähe ständig abgeschossen, weil echte Nähe heißt sich wirklich verletzlich machen, nicht nur drüber reden, elegant und durchreflektiert, sondern wirklich verletzlich sein, sich wirklich öffnen, sich wirklich einlassen, wirklich sein Herz aufmachen und wirklich auf die Schnauze fallen können, weil ich mich wirklich einer Frau ausgeliefert habe, und zwar monogam und exklusiv, und die hatte jetzt die Macht, mein Herz zu brechen, so wie Mama es ja schon früher auch hatte. Und da ist dann dieses innere Gefängnis, dieses Prinz-Eisenherz-Ding, aber alles drumherum, wunderbar, kannst dich auch stundenlang mit denen unterhalten, unterhaltsam, schön, auch Momente der Nähe haben, aber bis hierhin und nicht weiter. Ich weiß nicht, ob du das möchtest, Mischa, aber können wir vielleicht mal einen Blick in dich werfen und gucken, ob dieser Glaubenssatz in dir ist? Wäre das okay für dich? Wir können es probieren. Also ich habe ja meinen Glaubenssatz gefunden, den tiefsten. Können wir vielleicht mal zusammen schauen, ob Mischa den Glaubenssatz ich genüge nicht in sich hat? Vielleicht hat er den ja auch nicht. Aber können wir das mal checken? Welchen Glaubenssatz hast du denn gefunden? Ich bin zu viel. Ja, genau, ich bin Das ist zu das, viel. was man eigentlich eher in der Frau hört. Deswegen war ich auch überrascht, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich war zu viel. Genau. Und zu Nicht viel, genügend, das habe ich nie gehabt. ja, aber das ist, im Grunde genommen ist, Es ist eigentlich das Gleiche. Genau. Ich glaube, ich ich habe komm den, immer ich mehr- hab den zum Beispiel. ich komme immer mehr dazu, tatsächlich durch meine ganzen Gespräche, Reflexionen, ich komme immer mehr dazu, im Grunde geht es am Ende des Tages doch nur um eine einzige Frage. Ja, und das ist auch, kann man auch als Glaubenssatz formulieren. Ich bin der Fehler. Bin ich der Fehler oder bist du der Fehler? Wer von uns beiden ist hier der Fehler? Im Grunde, wenn man es runterkocht wie eine alte Suppe auf die totale Essenz, dann ist die Frage, bin ich der Fehler? Und ich bin zu viel, ist ganz klar, ich bin der Fehler. Ob das jetzt ich genüge nicht heißt, 100%, ich bin nicht 100%. wichtig, na, aber ich bin der Fehler.
woher kommt das? Tiefe Konditionierung von Mami und Papi. Ne? Weil als kleines Kind denkst und fühlst du niemals, Mama und Papa sind überfordert. Ne? Oder die haben ein Bindungsproblem oder die müssten mal in Psychotherapie. Du denkst und fühlst immer, ich bin falsch. Und daher kommt diese tiefe Konditionierung. Und ich bin zu viel. Ist ja auch ein sehr unschöner Glaubenssatz. Sehr, sehr unschön, weil wenn ich zu viel bin, weißt du, wenn man immer das Gefühl, ich bin zu viel, wenn ich das Gefühl hätte, ich wäre dir jetzt zu viel, ja, dann gibt es ja nur eine Bewegung, die ich machen kann, ist Rückzug. Also wenn ich überhaupt noch sozial akzeptiert sein will, komme ich dir bestimmt nicht näher, wenn ich dir zu viel bin. Da gehe ich mit. Das wird psychologisch 0,0 Sinn machen, sondern nur der Rückzug, um nicht zu viel zu sein. Abstand, Vorsicht. Also da gehe ich zum großen Teil mit. Also dieses zu viel sein, das hat definitiv lange, ich wollte Leuten nicht zur Last fallen, ich wollte die Themen mit mir selbst ausmachen. Ja, ich habe ja zum Teil auch ganz verletzliche Gedichte in dem Buch reingeschrieben, die dann aus diesem ganz weichen Kern, der dann am Schluss auch übrig geblieben ist, gekommen sind. Ich bin voll in Verbindung mit diesem Teil, Steffi, und gleichzeitig sehe ich aber eben auch für mich jetzt immer mehr die Dynamiken, die ich persönlich einfach nicht kontrollieren kann. Also Leon kann es nicht kontrollieren, du kannst nicht kontrollieren. Du hast vorhin so gesagt, so ja, warum nicht einfach mal verlieben? Ich habe mich in meinem Leben in 3 Frauen verliebt. Was aber schon wenig ist. Die haben alle Englisch gesprochen. Ich habe mich noch nie zum Beispiel in der deutschen Sprache verliebt. Ich finde, die deutsche Sprache ist auch nicht so romantisch für mich persönlich. Ja, aber Entschuldigung, dass ich ja aber sage, aber es ist leider so. 3-mal verliebt, Es ist so ist zu wenig. Ich bin der Fehler. Zu Nee, wenig. es ist so typisch auch, Menschen, die jetzt bindungsängstliche Strukturen haben, die können sich ja durchaus verlieben. Aber irgendwie ist die Distanz schon fast immer eingebaut. Na, entweder ist eine Beziehung in der Ferne, ist eine Frau, die irgendwo weit weg lebt, nur Englisch. Na, es ist auch wieder so, so ein Gap. Vielleicht war sie in Kanada oder sonst wo und deswegen sprach sie nur Englisch und 2 Königskinder, die sich ja lieben, aber irgendwie doch nicht zusammenkommen können. Also oft ist ja bei bindungsängstlichen Menschen instinktiv schon mit eingebaut, sich in die zu verlieben, wo es sowieso nicht so richtig funktionieren kann. Dieser Glaubenssatz, den du gerade erzählt hast. Ich bin anders, ne? Oder ich bin zu Ich viel. bin zu viel. Ist krass, der ist krass. Ist ein Unterschied, ja, stimmt. Ich bin zu viel. Du hast ja viel reflektiert, Mischa. Wozu hat das denn geführt? Ich meine, das ist ja das Witzige, wenn ich jetzt so zurückgucke, ich hatte das damals in der Schule, wie gesagt, wo ich das zum ersten Mal erlebt habe, dass ich nicht normal bin. Also, wenn halt mehrere Leute sagen, das ist nicht normales Verhalten, dann irgendwann glaubt man es. Und dann die ADHS-Diagnose und dann, irgendwann war das dann auch so abgelegt in mir. Und ehrlich gesagt, heute bin ich sogar froh, weil ich immer mehr merke, eben was normal heutzutage ist. Damit will ich immer weniger zu tun haben, persönlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Abwehrstrategie ist, aber wenn Menschen nicht Schwingt lachen mit. und in der Freude sind und lebendig und vital sind und die ganze Zeit nur in ihren eigenen Mustern sind und sich beklagen, dann habe ich einfach das Gefühl, bin ich froh, anders zu sein. Weißt du so? Ich bin wirklich froh. Aber damals war das natürlich nicht so einfach. Und das zu viel, das kommt bei mir wirklich auch. Ich hatte zum Beispiel immer Angst, früher zu laut zu sein im Bett. So, viele Frauen haben mir gesagt, dass sie das auch hatten, diese Angst, zu laut, zu viel zu sein im Bett. Und bei mir war das zum Beispiel immer so, wie laut darf ich beim Sex sein? Oder darf ich mir vorstellen, irgendwann eine Beziehung mit 2 Frauen zu führen? Ist das zu viel? Oder jetzt zum Beispiel auch mit meiner jetzigen Beziehung, da waren die größten Ängste, meine Zweifel einfach mal auszusprechen. Ich habe zum Beispiel Angst gehabt, mit ihr, also die Idee, mit ihr Kinder zu machen, da war zum Beispiel noch so ein Thema mit Substanzkonsum. Also sie hat eine Substanz regelmäßig konsumiert, wo ich das Gefühl hatte, wenn ich ihr das jetzt sage, dass ich ein Problem mit dieser Substanz habe, dann würde sie das verletzen. So, und das ist es eben. Also Ja. da habe ich jetzt richtig was zu sagen. Erstmal alle Probleme, die du eben erwähnt hast, so laut beim Sex. Was war das nächste? Darf ich mit 2 Frauen in Darf einer ich mit Beziehung 2 sein? Frauen in Beziehung Ja. sein? Und die dritte mit dem Substanzkonsum. Das sind ja alles Themen, die auf einer noch äußeren Ebene springen. Wenn ich jetzt nochmal auf mein Prinz-Eisenherz-Problem zu sprechen komme, so ganz tief innen drin, da ist ja eine echte Verletzlichkeit. Und da würde ja bedeuten, einen Kontakt zu diesem Kern zu haben, bin ich einfach so, wie ich bin, zu viel, kannst du mich lieben
unter der Bedingung, dass ich einfach bin, wie ich bin. Und bin, wie ich bin, heißt nicht, ich will mit 5 Frauen Sex haben oder auch nur mit mehreren, weil das ist schon wieder eine Kompensationsstrategie, wo ich ausweiche. Ne? Wo ich schon wieder keine Exklusivität herstelle, um meine Verletzlichkeit zu beschützen, sondern es heißt ja wirklich im tiefsten inneren Kern, kannst du mich aushalten, so wie ich bin. Und gar nicht, die Fragen, die du gestellt hast, die sind schon auf einem weit, weit äußeren Umlaufbahn. Die betreffen nicht wirklich ins Epizentrum der eigenen Verletzlichkeit. Und auch, dass du gesagt hast, und das war für mich jetzt so richtig, ich sag mal jetzt mit dem Augenzwinkern diagnostisch relevant, du hast gesagt, darf ich das überhaupt ansprechen? Und das ist ja das Problem, was Menschen haben, die eben auch sich nicht gut committen können, die vermeidendes Verhalten haben, dass sie im tiefsten Inneren das Gefühl haben, ich darf mich gar nicht so richtig zumuten. Na, das ist ja auch zu viel. Genau. Ich darf sowas nicht ansprechen. Die sind im tiefsten Inneren, sind sie eigentlich konfliktscheu, weil sie gelernt haben, wenn ich will, dass du mich liebst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen. Und daher kommt ja dieses schnelle, enge Gefühl bei Bindungsängstlichen, so schnell sich eingesperrt zu fühlen, weil sie freiwillig zu wenig ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche, auch ihre Kritik einfach mal äußern, weil sie nicht damit rechnen, wenn ich bin, wie ich bin, Genau. ich will das und das will ich nicht, ich finde das doof, dass du da immer, was weiß ich, kiffst oder was auch immer das war, das einfach zu äußern, dann bin ich wieder zu viel und das belastet wieder die Beziehung, also halte ich besser meinen Mund und dann kommt aber wieder dieses Gefühl, ich bin eigentlich nur wirklich frei, wenn ich allein bin, weil dann kann ich ja endlich mal machen, wie ich will. Dann kommt diese Erlösung. Und ich fand es interessant, Mischa, du hast ja auch, als wir uns heute getroffen haben, hast du so gesagt, ich habe gefragt, ja, und wie war es jetzt für dich? Bestimmt gerade irgendwie viel mit den ganzen Interviews, ne? Und dann meintest du, boah, es fühlt sich gerade so gut an, dass ich einfach mal mein Ding machen kann. Einfacher. Ne? Einfacher fühlt es sich an, ja. Es fühlt sich so befreiend an, ne? Nee, es ist einfach einfacher, ins Bett zu gehen um 10 statt um 12. Oder zu essen um 8 statt um 9:30. Mach jetzt nochmal den Bogen zu Steffi. Also das, was du jetzt gesagt hast, Steffi, das ist ja interessant, weil das sind ja genau die Sachen, die ich in den letzten 2 Jahren seit unserem Gespräch ein bisschen erforscht habe. Also ich habe nach deinem Podcast habe ich mit Emanuel Erk gesprochen, dann mit Gopal Norbert Klein, mit Thomas Hüppel, mit Verena König, mit Oliver Ruppel. Das sind alle, jede Person, die ich jetzt erwähnt habe, inklusive dir, hat einen Teil zu diesem Buch beigetragen, dass das in den letzten Kapiteln wirklich nochmal aufgearbeitet wurde. Und bei mir war es wirklich so, wie du gesagt hast, es ist dieses einfach sich mitteilen mit dem, was jetzt gerade da ist. Und das Buch ist deswegen auch für Männer geschrieben, nicht nur für Frauen, weil Männer eben oft viele Sachen mitteilen lernen in der Traumaarbeit, also in diesem ganzen Trauma-Kontext, aber diese sexuellen Fantasien, die dürfen dann irgendwie dann trotzdem nicht geteilt werden. Und da möchte ich einfach die Männer ermutigen, das gehört auch dazu. Also wenn du deine verletzlichsten Sachen teilst, dann teil bitte auch, wenn du gerade etwas verspürst, wenn du zum Beispiel eine andere Frau siehst. Weil wenn du diese Ebene, diese sexuelle Ebene exkludierst aus dieser ganzen Arbeit, dann unterdrückst du, genau wie du bei den Emotionen, du kannst nicht nur die schlechten Emotionen unterdrücken, du unterdrückst das komplette Spektrum, inklusive Freude und Liebe. Genauso ist es auch mit der Sexualität. Wenn du die sexuellen Fantasien unterdrückst, dann wird auch die Sexualität gegenüber deiner Partnerin unterdrückt. So, und deswegen ist es einfach wichtig, diese offene Kommunikation oder wie Gopal sagt, dieses ehrliche Mitteilen, das auch zu kultivieren in diesen ganzen Tabus. So, weil das ist auch wieder zu viel. Und da spreche ich auch wieder für die Frauen. Ich habe so viele Frauen, die gesagt haben, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin zu viel, ich bin auch eben hier wieder zu laut. Darf ich mich überhaupt so fallen lassen? Viele Frauen schämen sich für ihre Sexualität. Und das sind für mich dann auch wieder so Wunden, wo ich gemerkt habe, wow, da ist eine kollektive Scham. Und Scham, um jetzt mal in die Scham reinzugehen, Scham, wenn sie wirklich akut wirkt, das ist so, ich will im Boden versinken, so, ich will niemandem mehr in die Augen schauen, so, das ist so ganz schlimm. Und ich glaube aber, dass es auch nicht nur diese akute Scham gibt, sondern auch so eine chronische Scham, die meisten Menschen gar nicht mehr merken, dass sie da ist, die sie immer so ein bisschen verknorzt und verklemmt hält oder bünzlig, wie ich jetzt in der Schweiz sagen würde. Und ich glaube, wenn wir nur diese 10-20% der chronischen Scham uns mal anschauen und anfangen, offener, so wie jetzt auch heute in diesem Gespräch, offen über Sexualität zu sprechen, über Tabus zu sprechen, über Verletzlichkeit zu sprechen, dass wir dann auch viel freier und lebendiger werden. Also es ist wirklich eine Antithese in meinen Augen. Und deswegen habe ich auch in einem anderen Podcast schon gesagt, danke Stefanie, dass wir dieses Gespräch vor 2 Jahren hatten und ich dadurch auch auf meinen Reflexionsprozess
Und in diesem Punkt gegangen gebe ich bin. dir auch recht. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da erwähnst. Da bin ich auf deiner Seite. Also was du jetzt zum Schluss gesagt hast, das stimmt. Dann finde ich das auch ein ganz wichtiger Beitrag dann in deinem Buch. Steffi, ich würde jetzt noch mal gern kurz darauf zu sprechen kommen am Ende, weil du hattest ja gerade gesagt, so ein paar Fragen, die Misha zuvor genannt hatte, treffen nicht ins Epizentrum des verletzten Jungen beispielsweise, sondern von diesem inneren Kind, das verletzt ist und diesen Glaubenssatz in sich hat. Ne? Das können ja verschiedene Glaubenssätze sein, wie ich bin nicht genug, ich bin Zu viel. zu viel und so weiter und so fort. Was sind Fragen, die direkt ins Epizentrum treffen? Und ich frage das aus dem Grund, weil bestimmt gerade viele Zuhörer oder Zuhörerinnen hier mitschauen und vielleicht auch das Gefühl haben, ich glaube, ich habe da auch so einen Glaubenssatz in mir. Was sind Fragen, die ich mir stellen kann, um das wirklich zu reflektieren? Ja, der Punkt ist ja, auf die Glaubenssätze kommen die meisten Menschen relativ schnell. So, dass wenn sie mal wirklich tief in sich gehen und fragen, wie war denn das bei mir daheim, wie war meine Mutter drauf, wie war mein Vater drauf, wie war so mein Umfeld. Und sich das nochmal vielleicht auch an konkreten Situationen, die eher belastend waren, weil wir sind ja jetzt bei den negativen Glaubenssätzen, sich nochmal vor Augen führt und in sich hineinspürt. Und dann poppen relativ schnell bei den meisten Menschen Glaubenssätze auf, ja. Und wie ich gesagt habe, es kommt auch gar nicht so darauf an, ob das jetzt die ultra allertreffendste Ausformulierung des Glaubenssatzes ist. Am Ende muss es einfach dieses Gefühl treffen, ich bin irgendwie der Fehler. Ja, oder ich bin ein Fehler. Mit mir stimmt irgendwas nicht. Ja. Das ist nicht so das Problem, glaube ich, aus meiner therapeutischen Erfahrung, sondern das Problem ist, dass es immer so einen himmelweiten Unterschied macht, ob ich das im Kopf mir alles theoretisch klar ist oder ob ich das auch wirklich fühle. Und wirklich auch nah an diesem Gefühl bin, an diesem Gefühl der Minderwertigkeit, des Verletztseins, des Verlassenseins, der Schamgefühle, also alles, was sich im Grunde genommen so richtig elend anfühlt, weil das ja sehr destabilisierend natürlich auch ist. Und ratzfatz sind wir ganz schnell wieder bei unseren Selbstschutzstrategien, stürzen uns wieder in die Arbeit oder theoretisieren zu viel, sind wieder zu viel im Kopf, machen so Pseudoreflexionen. Das ist, glaube ich, die allergrößte Kunst, also dieses Prinzessin oder den Prinz Eisenherz, irgendwie den innerlich wirklich zu berühren und wirklich an seine Verletzlichkeit, an seine echte Verletzlichkeit ranzukommen. Und da machen wir schnell dicht aus guten Gründen. Ich kann das auch total verstehen, weil das ist belastend. Man fühlt sich in dem Moment auch minderwertig, man fühlt sich sehr angreifbar und man fühlt umso mehr mal wieder, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und das ist ein ätzendes Gefühl, das will eigentlich keiner haben. Und man muss sich auch nicht suhlen in diesen Gefühlen, darum geht es mir nicht. Nur, dass man wirklich eben nicht nur im Kopf reflektiert, sondern wirklich auch mit seinen Gefühlen verbunden ist. Und wenn ich da jetzt noch einen Schritt weiter ausholen darf, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es am Ende eigentlich immer um die Loyalität zu den eigenen Eltern geht. Dass die Menschen, und das sind viele, die sagen, theoretisch ist mir alles klar, ich kann es trotzdem nicht fühlen oder ich kann es nicht wirklich im tiefsten Inneren verändern. Ich weiß, dass ich eigentlich nicht zu viel bin und ich weiß, dass viele Menschen mich mögen und ich weiß auch theoretisch, dass ich freier sein darf und mehr ich selbst sein darf, aber irgendwie, ich fühle es nicht so. Immer etwas mit der Loyalität zu den eigenen Eltern zu tun hat, weil ich mir dann eingestehen müsste, und mit eingestehen meine ich wieder nicht dieses Theoretische. Ich kenne viele Menschen, die können stundenlang darüber erzählen, wie ätzend ihre Mutter war und wie abwesend ihr Vater oder was auch immer. Und trotzdem, im tiefsten Inneren, bleibt da was verschlossen, nämlich, dass es wirklich manchmal schlimm war. Und die Betonung liegt auf diesem wirklich, dass man das auch wirklich ans Erleben rankommen lässt, weil man als Kind, als kleines Kind und dann konditioniert auch als erwachsenes Kind immer den Reflex hat, die Eltern zu beschützen. Und wir opfern lieber unser Selbstwertgefühl, denn wir sprechen ja im Kern jetzt vom Selbstwertgefühl. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin zu viel oder ich genüge nicht, ich bin der Fehler, ist das ja eine Beschreibung meines Selbstwertgefühls. Also wir opfern lieber unser Selbstwertgefühl als die Bindung zu unseren Eltern.
So, die ist ganz, ganz tief in uns eingeprägt. Und da ist dieser große Gap, da trauen sich viele nicht über die Brücke zu gehen, sich einzugestehen, dass es wirklich manchmal schwer war, dass die Eltern wirklich Fehler gemacht haben. Ganz schnell sind auch sofort dann wieder bei der Entschuldigung, ja, die hatten es ja selber nicht leicht. Ach, und jetzt sind wieder die Eltern an allem schuld. Ich bin doch heute erwachsen, ich kann doch mein Leben selber regeln. Stimmt ja alles, stimmt alles. Aber ich brauche mal ein bisschen Trennungsaggression, um mich auch wirklich lösen zu können. Weil diese Glaubenssätze sind ja willkürlich. Wenn Mama und Papa anders drauf gewesen oder mein Umfeld, die Schüler bei euch, also bei dir wird es ja wahrscheinlich ein Konglomerat sein von mehreren Faktoren, da spielt die Schule eben auch eine Rolle. Wäre das alles anders gelaufen, dann hättest du in diesem Fall ja heute hättest du ja einen anderen Glaubenssatz entwickelt. Dann hättest du ja nicht das Gefühl, dass du zu viel bist. Aber streng genommen gehört das ja gar nicht zu dir, sondern es gehört zu deinem Umfeld. Weil ein Kind kommt ja unschuldig auf die Welt und es ist die Aufgabe der Eltern, dem Kind zu vermitteln, dass es geliebt ist, so wie es ist, dass es gewünscht ist und dass man sich freut, dass das Kind da ist. Das ist die Aufgabe der Eltern. Es ist nicht Aufgabe des Kindes, sich so zu verhalten, dass die Eltern es lieb haben können. So. Und deswegen sind diese Glaubenssätze willkürlich. Und wenn ich die jetzt aber wirklich aus mir raus haben will und sage, Papa, die gehören zu dir oder Mama, die gehören zu dir oder wer auch immer, Oma, wer auch immer, dann muss ich mir eingestehen, auf einer tiefen gefühlten Ebene, dass die stellenweise wirklich nicht okay waren. Und das ist für viele Menschen so schmerzhaft in der Loyalität, dass sie sich das nicht trauen. Aber diese Trennungsaggression, dass auch mal ein bisschen Wut aufkommt, die Versöhnung kann später kommen, aber die darf nicht vor der Wut kommen. Das ist genauso, wenn mich jemand sitzen lässt, ja, sagen wir, ich bin in einer Liebesbeziehung und plötzlich werde ich sitzen gelassen. Dümmste, was man tun kann, gleich zu sagen, ich verzeihe dir. Ne? Darum geht es nicht. Man muss erst mal wütend sein und sagen, du Arsch. Dann kann man, wenn man will, wenn es überhaupt noch nötig ist, irgendwann mal verzeihen. Aber die Wut, also der Schutz der eigenen Grenze muss Priorität haben vor der Versöhnung. Und idealerweise passiert das ja im Teenageralter, dass Menschen sich gesund von ihrem Elternhaus lösen. Aber dafür brauchen sie einen festen Steg, von dem sie sich abstoßen können. Wenn das Elternhaus schon brüchig ist, ja, oder die Eltern getrennt und irgendwas sich nicht sicher anfühlt, dann bleiben sie zu lange in der Anpassung. Denn der Teenager, der hat ohne Schuldgefühle Trennungsaggression. Der sagt, Scheiße, was du da erzählst, gehst mir auf den Sack oder sonst was. Ja, das ist dieses, was im Teenageralter, diese Wut, ne? Dass man sich mal löst von den Eltern und vieles total Banane findet, was sie erzählen. Und ein Teenager hat auch kein schlechtes Gewissen, keinen großen Loyalitätskonflikt. Ne? Der haut erstmal einfach drauf. Und dann kommt ja in der Regel dann, dass auch wieder vieles richtig gut wird wieder mit den Eltern. Aber es braucht diese Phase, um wirklich in die eigene Autonomie zu kommen. Und viele sind verhaftet in der Loyalität, verhaften deswegen an ihren tiefsten inneren Glaubenssätzen und bleiben da stecken. Und das ist ein Prozess, der eben auf dieser emotionalen Ebene stattfindet und der bei vielen im Kopf stecken bleibt. Und deswegen sagen die dann, theoretisch ist mir klar, aber ich komme nicht wirklich innerlich dahin. Und das ist meines Erachtens die viel wichtigere Arbeit, der viel wichtigere Schritt, als die Glaubenssätze zu finden. Die findet man relativ schnell. Na? Und auch wenn sie nicht 100% treffsicher sind. Wie gesagt, am Ende ist nur die Frage, bin ich der Fehler oder bist du der Fehler? Bevor wir auch nochmal auf deine Erfahrung zu sprechen kommen, was dir geholfen hat, mit diesem Glaubenssatz umzugehen, würde ich gerne noch fragen, Steffi. Okay, du hast zum Beispiel gesagt, es ist wichtig, der Wut auch Ausdruck zu geben. Wenn die Zuhörerinnen sich jetzt fragen, okay, ich verstehe das, was Steffi sagt, aber was kann ich jetzt konkret im Alltag auch tun, um das umzusetzen? Muss man gar nicht. Es geht nur darum, sich das selber mal einzugestehen. Na? Also wenn meine Eltern jung und stabil genug sind, dann kann ich mich auch hinsetzen und sagen, Mama, das war echt scheiße, weißt du? Du hast mich da ständig allein gelassen, dir war es wichtiger, feiern zu gehen. Ich habe mich oft wahnsinnig allein gefühlt. So, das kann durchaus helfen. Wenn man richtig Glück hat, hat man Eltern, die sagen, ich weiß, mein Kind, das war scheiße und ich würde es auch nicht nochmal so machen, es tut mir leid. Weil dann
hat man das Riesenglück, dass die eigenen Eltern einem validieren. Und es geht ja letztlich immer um diese Validierung der Gefühle. Darf ich mich überhaupt so fühlen? Ist das überhaupt richtig, was ich fühle? Sehe ich das überhaupt richtig? Auch da haben viele einen Struggle, dass sie so unsicher sind, sehe ich das überhaupt richtig? Weil meine Eltern sagen immer, das war ja gar nicht so. Genau. Na, habe ich überhaupt ein Recht auf diese Gefühle? Das ist auch so ein ganz wichtiger Schritt. Wenn man ganz großes Glück hat, validieren einem die eigenen Eltern das und dann kommt nochmal eine riesen innere Erlösung und Erleichterung. Echt, wirklich, ich war nicht der Fehler. Selbst meine eigene Mutter hat es gesagt, sie wird es heute anders machen. Das ist ein riesen Heilungsschritt, aber viele Eltern können das nicht. Die stecken selber in ihren Schuldgefühlen fest und sind auf dem Abwehrmodus oder sie leben gar nicht mehr oder sind inzwischen zu alt, dass man es ihnen jetzt auch nicht mehr zumuten möchte oder was auch immer. Und da ist es eben wichtig, sich selber da zu validieren und sich das einzugestehen und zu sagen, ja, ich habe das so gefühlt. Ob die Eltern das so gemeint haben, steht ja auf einem völlig anderen Blatt. Das spielt im Grunde keine Rolle. Wahrscheinlich haben die bestimmt nicht so gemeint. Aber ich habe es so gefühlt. Und das sind die Gefühle, die mich im Hier und Heute immer wieder zurückhalten und die mich immer wieder belasten. Misha, abschließend noch, was hat dir geholfen, mit diesem inneren Glaubenssatz und diesem verletzten Misha auch vielleicht, ne, umzugehen? Ja, also ich kann 2 Sachen sagen. Alternativtitel zu meinem Buch wäre, das D&D muss Freiheit finden, weil ich wirklich glaube, dass es für viele sich so anfühlt, als wäre das eine Ebene, die wir gar nicht wirklich beschreiben können. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob es das innere Kind war. Es ist etwas, das immer noch da ist. Und es ist sehr stark im Ausdruck und ich liebe diesen Teil. Und deswegen kann ich sagen, dass auf dieser Ebene mir das auf jeden Fall geholfen hat, einfach nicht immer nach einem Fehler in mir zu suchen oder nach den Fehlern in anderen, sondern mir die Welt anzuschauen und zu gucken, gibt es einen Kontext, in dem ich, so wie ich jetzt schon bin, funktioniere, in dem es schon gut ist. Also das heißt, statt auf eine ewige Reise der Traumaheilung zu gehen, einfach auch zu realisieren, dass es Menschen und Umfelder und auch ganze Wertesysteme gibt, die ganz anders gepolt sind, als wir es hier in Deutschland kennen. Und ich habe immer schon das Gefühl gehabt, ich gehöre nicht in die Schweiz. Ich habe es einfach immer schon so gespürt, dass ich einfach mehr verbunden bin mit meinem Körper und weniger irgendwie in diesen Regeln denke, so wie man sich verhält, wie man am Tisch sitzt und wie man alles so macht. Also diese ganzen Konventionen. Aber bist du dann wirklich dran an diesem Gefühl, ich bin zu viel? Da komme ich ja jetzt gerade dazu. Also da will ich einfach sagen, für viele Menschen, es muss nicht immer diesen ewigen Kampf geben, sondern es gibt auch die Möglichkeit, genauso wie wenn du zum Beispiel in einem Job gefangen bist, der dir nicht gefällt. Du kannst jetzt versuchen, das irgendwie passend zu machen, oder du kannst einfach gucken, was sind meine Stärken, was ist natürlich in mir angelegt und wo finde ich ein Umfeld, wo das gesehen wird. Zum Beispiel meine Freundin, sie liebt es, wenn wir zusammen uns eine Frau anschauen und sagen können, die ist hübsch, oder einen Mann anschauen können und sagen, wow, der sieht gut aus. Weißt du, wir können das beide sehr gut nicht nur halten, sondern wir finden es sogar cool. Und wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, wo ich nicht da eine andere Frau anschauen darf, weil meine Freundin so sagt, du hast eine Bindungsangst oder du bist was auch immer, ein Tier, dann müsste ich vielleicht einfach in einer Beziehung sein, wo eine Frau nicht so ist, statt jetzt in mir den Fehler zu suchen, oh, vielleicht hat sie recht, vielleicht bin ich so ein Bindungsängstler, weißt du, einfach mal zu gucken, ist es vielleicht die Kompatibilität, so, also mit Partnern und mit Menschen. Das vielleicht zu diesem Teil, also dass wir wirklich den Kontext, das Umfeld uns mal anschauen. Und das Zweite, was ich sagen kann, da kann ich mit Steffi auf jeden Fall mit hergehen. Bei mir hat es sich immer wie eine Mischung angefühlt, meine Heilungsarbeit. Also manchmal waren es sehr tiefe emotionale Zustände, die ich durchfühlen musste. Und dann habe ich mich plötzlich leichter gefühlt. Und das ist dann auch geblieben, diese Leichtigkeit. Aber manchmal, und da spreche ich jetzt auch wieder ganz spezifisch zu Männern, weil ich weiß, wie das männliche Hirn manchmal ist, manchmal wurde ich auch einfach von Gott geküsst. Und es hat einfach Klick gemacht. Also es war jetzt kein emotionaler, katharsischer Prozess, in dem ich irgendwie was fühlen musste, sondern nicht so, ja klar, ich muss es einfach ansprechen. Oder ich muss einfach meiner Freundin meine Zweifel ansprechen. Aha. Und dann mache ich es und boah, plötzlich fließt zwischen uns Energie. Und ich so, wow, warum habe ich das nicht schon seit Jahren verstanden? Dass es einfach nur darum geht, das, was gerade hochkommt, einfach so, wie es gerade da ist, anzusprechen und nicht zu hinterfragen, darf das jetzt da sein? Soll ich es anders erzählen, dass es vielleicht bei ihr anders landet? Sondern einfach in diesem unverblümten, aber trotzdem empathischen Kontakt zu sein mit seinen eigenen Gedanken. Und deswegen eben, also manchmal ist es so dieses Schmerzfühlen, aber manchmal ist es auch einfach dieses, da hat jemand was gesagt und
danke. Das macht mich einfach, also es ist manchmal darf es auch mental sein, glaube ich. Und das Letzte, was Steffi gesagt hat, das ist auch wirklich entscheidend. Es ist dieses, wir haben so unsere eigene Arbeit, die wir machen mit uns, und wir haben ja Introjekte unserer Eltern in uns. Also eigentlich reicht es, wenn ich meiner Mutter vergebe und wütend auf meine Mutter bin, mit der Mutter, die ich hier habe. So, wenn meine Mutter jetzt zum Beispiel nicht mehr da ist, weil sie gestorben ist, oder mein Vater, dann kann ich immer noch selbst Frieden schließen mit dem Introjekt meiner Mutter, meines Vaters. Und trotzdem, das, was Steffi gesagt hat, ich wünsche das jedem Menschen, dass er mit Ex-Frauen, Ex-Freundinnen, Ex-Geschäftspartnern und auch den Eltern auch auf dieser zwischenmenschlichen Ebene diese Resonanz wiederfindet, wo man sagen kann, ja, verdammt, du hast recht, ich habe es damals verkackt. So, also eben jetzt zum Beispiel wieder mit meiner Ex-Freundin ein gutes Gefühl zu haben und sogar über unsere Kinder sprechen zu dürfen. So, das hat mich an Weihnachten wirklich fast zu Tränen gerührt. Weißt du, so, weil ich habe es nicht geglaubt, dass ich mit dieser Frau nochmal auf so einem Level lande, nachdem was alles zwischen uns passiert ist. Oder? Also da sind wirklich Sachen passiert, wo ich mich vor ein paar Jahren geschämt hätte und geschämt habe und gehofft hätte, dass sie nie ans Tageslicht kommen. Und deswegen habe ich heute dieses Buch geschrieben, weil ich gedacht habe, hey, wenn ich jetzt einfach mal diese Sachen ins Feuer lege, dann kann das vielleicht auch wieder bei euch oder bei anderen Menschen in diese Gespräche zünden. Und dann kommt man wieder aufeinander zu, statt zu sagen, ja, das war einfach ein Narzisst oder sie war einfach bindungsgestört oder das war eine Borderline-Frau oder was auch immer, sondern einfach mal zu gucken, nee, was war da wirklich los? Was ist wirklich zwischen uns passiert? Wo habe ich mich verletzt gefühlt? Und deswegen ist diese Anerkennung, das ist so heilend. Also das fand ich wirklich stark, dass du das nochmal gesagt hast. Danke dafür. Das stimmt, das ist wirklich in jeder Beziehung, ne? Ja. Also ich glaube, da gibt es viele, die sich wünschen, auch dass so ein, was weiß ich, ein Ex-Freund, was 20, 30 Jahre her ist, genau. oder irgendjemand, eine Freundin, wo man damals furchtbar enttäuscht und verletzt war. Und wenn es 30 Jahre später sagen würde, es tut mir leid, was ich damals gemacht hätte, das fühlt sich immer wie so eine Erlösung an. Ich war ein Arsch oder so, ne? Das wünsche ich mir auch immer noch für meine Mutter, meinen Vater. Irgendwo auf tiefer Ebene, dass die das auch nochmal fühlen. Zusammen, ja. Wir folgen der Tradition im Podcast und am Ende stellen wir immer dieselbe Frage und ihr dürft ihr einmal einzeln beantworten. Stellt euch vor, ihr könnt jetzt eine SMS an die Menschen rausschicken, anonym mit einem Satz, und sie werden diesen Satz alle lesen. Welcher Satz wäre das? Also ich finde ja, dass die Welt, es gibt so wenig Mitgefühl. Es müsste irgendwas sein in Richtung Mitgefühl, dass die Menschen wirklich wieder mehr mitfühlen. Also ich finde, unserer Welt mangelt es auch ganz vielen politischen Konzepten extrem an Mitgefühl. Jetzt formulier das doch mal in einem Satz, Ja. der sich für dich stimmig anfühlt. Ja, fangt an, euch selbst zu fühlen und fühlt auch das Leid der anderen. Ich würde an alle Menschen sprechen, die sich gerade in einer Beziehung befinden oder in eine Beziehung gehen wollen und sich befreien wollen von der Illusion der Permanenz, der Idee, dass etwas jetzt schon permanent ist. Und zwar würde ich denen sagen, ersetzt Permanenz durch Präsenz in eurer Beziehung und ihr werdet nie wieder irgendwas in Frage stellen müssen. Steffi und Misha, für die Leute, für die das neu ist, was wir heute hier besprochen haben, wo können die Menschen euch finden? Also mich findet man auf Kopangan irgendwo aktuell. Und ansonsten einfach auf Social Media. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben, über das haben wir jetzt ein bisschen geredet. Ich habe es ganz bewusst auch für Frauen geschrieben. Ich habe mich informiert. Ich habe gehört, Frauen stehen auf Dark Romance, also auf Erotik, Thriller. Deswegen habe ich versucht, das Buch auch erotisch zu gestalten. Und eben gleichzeitig ist es auch wirklich eine Reise durch die seelischen Abgründe von mir und aber auch das, was ich heute darstelle. Für einige wahrscheinlich immer noch bindungsängstlich und toxisch maskulin, aber für die Leute, die mich persönlich kennen, ich glaube, die wissen, was in den letzten 10 Jahren passiert ist. Und eben, wenn du als Mann oder als Frau dich gerade in deiner Beziehung eingesperrt fühlst oder das Gefühl hast, du bist zu viel, irgendwie das Gefühl hast, andere Beziehungen, da läuft es besser oder du hast nicht mal die Idee, wie deine Beziehung überhaupt aussehen soll. Du hast gar kein Vorbild.
du siehst irgendwie überall Probleme in jeder Beziehung. Für solche Leute ist das Buch geschrieben, die einfach mal einen neuen Ansatz, also die Neugier haben, das muss ich auch nochmal sagen, die Neugier haben für einen neuen Ansatz, weil im Deutschen ist Neugier leider schade mit dem Wort Gier in Verbindung gebracht. Eigentlich ist es eher eine Entdeckungsfreude. Im Englischen sagt man ja Curiosity und ich spreche wirklich Du verlängerst gerade den Podcast um eine halbe Stunde. Ich spreche zu den Leuten, die neugierig sind, die auf Entdeckungsreise gehen wollen. Ja, die können mich mit The Chainless Love in meiner tiefsten, also das Tiefste, was ich je geschrieben habe, sagen wir es mal so, da finden Sie mich. Mich finden Sie auf stephaniestahl.de. Punkt. Ja, also ich bin ja im Internet gut vertreten. Auf meiner Homepage. Ich habe 2 Podcasts, viele Bücher geschrieben und das findet man da alles. Die Links sind in der Beschreibung, unter anderem auch zu Mishas neuem Buch Chainless Love, Befreiung der Liebe, als auch zu Stefanie Stahls Buch Jeder ist beziehungsfähig. Steffi und Misha, vielen lieben Dank, dass wir heute alle diesen Aufwand betrieben haben, dass wir das hier und das, was wir gemacht haben. Ich fand es, es war wirklich ein bereicherndes Gespräch. Danke dir für die schöne Gesprächsführung. Ja, danke fürs Halten. Gerne.